Moin, Ladies and Gentlemen. Wieder darf ich euch recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute zusammen die brandneue Lever bzw. Lev AR aus dem Hause G&G an. Bedeutet, wir haben hier einen Unterhebelrebetierer, normalerweise gasbetrieben, wahlweise auch HPA und das Ganze als NBB, also ohne Rückstoß. Weiterhin technisch sehr wichtiger Punkt gleich vorneweg. Der gesamte Upper Receiver bedeutet gesamter Vorderschaft, Rohr, Hop-Up-Kammer innen drin und der Upper sind Standard AR15. Bedeutet, wenn ihr hier eine andere Hop-Up-Kammer reinzömpeln wollt, dann ist euch das problemlos möglich, denn das Ganze ist AEG-kompatibel, genauso wie der Lauf. Das finde ich schon mal geil. Und nicht nur das ist geil, sondern auch wenn ihr euch die Optik anschaut, ihr habt es vielleicht auf der IWA damals schon gesehen oder SHOT Show, das Teil ist schon wirklich ein ziemlicher Leckerbissen. Nur eins vorweg, auf die Länge müsst ihr unbedingt achten, das werde ich später nochmal im Detail ansprechen. Und einen weiteren Punkt, den wir noch ansprechen müssen, bevor es losgeht, auch später bei der Demontage nochmal etwas genauer. Wer sich bereits im Vorfeld ein bisschen darüber informiert hat, auf Reddit oder auf Facebook oder whatever, da hat jemand gepostet, ja, aufpassen, der Gastank kann explodieren. Und dann haben auch mir Leute im Discord geschrieben, hey, ist dein Gastank auch explodiert? Nein, mein Gastank ist natürlich nicht explodiert und das ganze Problem hat auch absolut null mit dem Gastank zu tun und er explodiert auch nicht, sondern die allererste Charge hat eine kleine Schwachstelle bei dem Pistolengriff, welcher wiederum mit einer großen Schraube mit dem Gearbox-Gehäuse, nennen wir einfach mal so, oder mit dem inneren Gehäuse verschraubt wird. Wenn euch das Teil so runterfällt und da hinten auf dem Schaft aufschlägt, dann kann es passieren, dass da innen drin der Kunststoff genau bei der Schraube nachgibt, aufplatzt und dann gast euch natürlich das ganze System aus oder der ganze Gastank gast aus. Gleiches eben auch mit HPA. Hat auch jemand geschrieben, ja gut, wenn man da mit HPA zu viel Druck reinballert in das Ding, dann lastet der ganze Druck auf dieser einen Schraube. Und da kann eben dieser Pistolengriff, der Kunststoff kann dann nachgeben und dann bricht der genau bei dem Schraubenkopf, bricht euch der Pistolengriff raus. Und dann gast das Ganze aus. Hat also mit einer Explosion erstmal gar nichts zu tun. So, aber wichtig für euch schon mal, ihr habt es vielleicht auch beim Software Store gelesen oder auch das offizielle Statement von G&G bereits gelesen. Es wird diesen Pistolengriff bereits in einer Reinforced-Version geben. Bedeutet, da wird die innere Aufnahme, wo die Schraube drin ist, wird nochmal komplett überarbeitet, wird verstärkt. Und für euch ganz wichtig zu wissen, wenn das Modell in Deutschland verfügbar sein wird, jetzt dann demnächst beim Software Store oder bei GSP, dann bekommt ihr bereits die neue Charge mit dem überarbeiteten Pistolengriff. Also das könnt ihr letztendlich jetzt schon mal aus eurem Kopf rausstreichen. Das Ganze wurde von G&G bereits behoben. Also Leute, ziehen wir uns noch ein Intro rein, ihr macht euch vielleicht ein Bier auf und los geht's. Lasst uns loslegen, erstmal mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. So, Lieferumfang ist Standard eigentlich. Ihr habt die Knifte mit drin im Karton, ihr habt die Flip-Ups dabei, ihr habt einen Laufreinigungsstab dabei und ein sehr, sehr süßes 32 Schuss AR15 Magazin AEG. Bedeutet ja, dieses Modell ist auch zu anderen AEG AR15 Magazinen kompatibel. Schauen wir uns später auch im Detail an. Was ebenfalls enthalten ist im Lieferumfang, diese 6 Dummy-Patronen hier hinten aus Plastik oder aus Kunststoff. Muss man mal sehen, wie man es will. Ja, das sieht ganz nett aus, obwohl mir die fast ein bisschen zu stark glänzen. Also die reflektieren wie nochmal was. Und wie gesagt, hätte man vielleicht ein bisschen matter machen können, aber gut, sei mal dahingestellt. Aber was man immer halt beachten muss, das sieht erstmal ganz nett aus. Klar, wenn ihr das Ding aber im Koffer transportiert und ihr werdet irgendwie kontrolliert und der Beamte macht den Koffer auf und sieht direkt gleich, auch wenn es nur Fake ist, weiß er ja nicht, sieht gleich mal den Mist da hinten dran. Ist halt nicht ganz von Vorteil. Also muss jeder selber entscheiden, ob er die dran macht oder ob er es einfach weglässt. Auf jeden Fall sind diese Dummy-Patronen aus Kunststoff im Lieferumfang ebenfalls enthalten. So, technische Daten blende ich euch natürlich drüben wieder ein. Länge, Lauflänge, Picatinny, Pipapo und schlag mich tot. Was ihr aber da auch seht, von der Energieabgabe, das ist die größte oder die stärkste Variante.
Bedeutet, G&G wird dieses Modell auch mit unterschiedlichen Nozzles anbieten oder ihr könnt auch die Nozzle später dann nachträglich umbauen oder austauschen, je nachdem, welche Energie ihr benötigt. Hier ist eben die größte Nozzle drin, das sind 2,7 mm, das müsste der Innendurchmesser sein und damit kommt das Modell maximal auf 2 Joule und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wenn ihr da noch HPA reinballert, würde ich auch nicht mehr drauf geben, denn dann könnte es dennoch hier bei den Übergängen und bei den kleinen O-Ringen könnte es dennoch zu Problemen kommen, was die Abdichtung angeht. Also wie gesagt, auch wenn ihr da einen Schlauch dran tappt, aufpassen, nicht übertreiben, maximal 2 Joule und dann ist gut. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr euch die Knifte jetzt anschaut und auch drüben im Datenblatt mal die Länge euch anschaut, da denkt ihr euch, ja gut, es ist halt so eine Standard, wie so eine M16 oder sowas. Das ist korrekt, aber worauf ich jetzt besonders hinaus möchte, direkt bei der technischen Seite, achtet ein bisschen auf den Visierabstand. Denn bei einer M16 seid ihr mit dem Auge deutlich näher an eurer Montage zum Beispiel dran, wie bei dem Modell. Für mich ist dieses Modell deutlich zu groß, deutlich zu lang und es gibt auch leider keine Möglichkeit, den Schaft irgendwie in der Länge einzustellen. Das ist gerade eben ein Problem, wie ihr gerade schon gesehen habt, wenn ihr so einen LPVO verwendet oder auch einen ZF draufknallt. Ihr müsst auf jeden Fall das Flip-Up wegmachen, dass ihr noch weiter hinterkommt und selbst dann seid ihr in der Regel mit dem Auge zu weit weg. Standard-Augenabstand eigentlich bei diesen ganzen LPVOs sind zwischen 80 und 100 mm. Dann müsstet ihr mit dem Auge ungefähr hier sein. Ihr seid aber hier hinten mit der Wangenauflage. Und auch die Wangenauflage könntet ihr in der Länge einstellen über andere Löcher. Aber ihr kommt nur weiter hinter und nicht weiter vor. So, und wie gesagt, wenn ihr das Ding da mal einen Anschlag reinnehmt, dann schaut mal, wie weit hinten ihr seid. Ihr könnt hier eigentlich, wenn überhaupt, wirklich nur mit dem Rotpunkt anständig zielen. Also wenn ihr denkt, ihr macht da einen ZF drauf oder einen LPVO drauf, ihr seid vom Auge einfach viel, viel zu weit weg. Ihr seid dann ungefähr hier mit dem Glas. Ihr müsstet ungefähr hier mit dem Auge her. Natürlich, es kommt drauf an, was für einen Augenabstand euer ZF hat oder euer Glas. Natürlich. Aber wie gesagt, bei den meisten 80 bis maximal 100 und nicht noch weiter weg. Und hier ist der Abstand einfach viel, viel zu groß. Also für meinen Geschmack hätte man gerne den Schaft ein bisschen kompakter machen können und dann für große Leute die Schaftkappe zum Einstellen, damit man einfach hier hinten, sage ich mal, nochmal vielleicht um 40 mm hätte ein bisschen spielen können. So ist das Modell für Leute mit 1,70, 1,75 eigentlich bedingt geeignet, was die Visierung angeht. Wie gesagt, knallt einen Rotpunkt drauf, ein Leuchtpunktvisier, dann kann euch das Ganze letztendlich egal sein. Aber ihr seht auch so von der Ergonomie, ihr müsst schon relativ weit vorne greifen und dann könnt ihr hier ordentlich durchladen und durchrepetieren. Aber wie gesagt, ihr seid sehr weit hinten bei dem Modell. So, und wenn wir jetzt schon gerade so toll über die Technik sprechen, dann würde ich sagen, nehmen wir ausnahmsweise gleich ein bisschen was von den allgemeinen Informationen auch direkt noch mit rein. Das passt hier ganz gut hin. Und zwar, wenn ihr jetzt gerade mal gesehen habt, wenn ich durchrepetiere. So, dann geht mein Repetierhebel genau bis hier hin und dann hört er auf und ich kann das Ding wieder hoch und kann feuern. Das ist nicht Standard, denn hier werde ich ganz besonders im Fazit nochmal darauf eingehen. Das hat leider G&G technisch nicht gut umgesetzt. Also was heißt nicht gut? Vielleicht ist es ein bisschen Geschmackssache, aber der Repetierweg vom Hebel ist standardmäßig brutal lang. Also der geht bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich habe den Repetierweg, das müsst ihr euch mal geben, um 50% repetiert. Und ich muss das Ding immer noch bis hierher aufziehen. Jetzt könnt ihr euch denken, wie weit ihr den Hebel rumziehen müsst, bis das Ding standardmäßig funktioniert. Bedeutet, ihr müsst das Ding komplett bis hier vorne rumziehen. Wartet, so seht ihr das besser. Bis hier vorne rumziehen und dann wieder komplett zurück. So, und jetzt ist das Ganze eben schon deutlich reduziert und ist dennoch relativ lang. Aber ich kann trotzdem... Seht ihr, er ist deutlich kürzer wie standardmäßig, weil das war für mich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Und das verstehe ich auch nicht, warum G&G das so technisch umgesetzt hat. Denn wer sich ein bisschen auskennt oder auch einfach für Leute, die sich jetzt für das Gewehr interessieren oder für die Airsoft,
Schaut euch bitte mal oder achtet mal bitte auf den Hammer oder auf den Hahn. Wenn wir jetzt den Unterhebel nach hinten ziehen, Klick, genau an dieser Position ist der Hammer bereits eingehakt und ja, gespannt sozusagen. Ihr müsst aber dennoch den Hebel noch weiterziehen, damit die Nozzle angesteuert wird. Und wie gesagt, ich habe das jetzt so eingestellt, dass bei mir quasi der Hammer gespannt wird. Und sobald der Hammer gespannt ist, steuere ich jetzt sofort die Nozzle an, lade die BB und kann meinen Hebel wieder nach vorne bringen und letztendlich feuern. Denn standardmäßig ist es eben so, dass ihr ladet durch, dann macht's Klick, dann arretiert der Hammer und dann zieht ihr und hebelt da rum und zieht rum und erst ganz da unten. Erst hier unten wird standardmäßig die Nozzle angesteuert, damit überhaupt eine BB geladen wird. Bedeutet, wenn ihr wirklich schnell da repetiert und schnell durchladet, ist es einfach häufig vorgekommen, dass ihr denkt, der Weg langt schon, bringt das Ding wieder zurück, feuert, ja, war keine BB drin. Weil die Nozzle wirklich erst angesteuert wird, wenn der Hebel komplett bis Anschlag umgelegt ist. Und das finde ich einfach technisch nicht sonderlich geil umgesetzt. Da darf sich G&G später gern bei den Nahaufnahmen was abgucken und nochmal eine überarbeitete Tablet Plate als Alternative anbieten, damit wir diesen Repetierweg einfach kürzer bekommen, weil dann macht das Ding nochmal deutlich mehr Spaß. Wie gesagt, werde ich später darauf eingehen, hat mir leider standardmäßig nicht gefallen. So, und weil wir gerade schon über den Repetierweg sprechen, noch ein Punkt, den ich gleich mit aufnehme. Ihr habt wie bei einer Standard AR15, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, habt ihr hier innen drin diesen Fake-Verschluss. Das ist jetzt nicht wie bei einer GBB, dass ihr da die Nozzle irgendwie drin habt, sondern das ist einfach nur ein Zinkklober, der halt da ein bisschen rumfährt und hinten den Hammer mitnimmt. Hat ansonsten keinerlei Funktion. Doch, die Tablet Plate schiebt er wieder vor. Ansonsten keine Funktion, aber ihr habt an diesem Zinkblock hier vorne auch so ein Stahlblättchen mit dran. Und dieses Stahlblättchen hat eine Kerbe drin, wo es scharfkantig ist. Und an dieser scharfen Kante hakt natürlich es das Cover aus, wie bei einer AR15. Bedeutet, wenn ihr einen gewissen Weg zurücklegt, kommt irgendwann diese scharfe Kante und drückt euch es das Cover automatisch auf. So weit, so gut, alles in Ordnung, können wir nicht meckern. Jetzt kommt aber der Punkt. Wenn ihr jetzt eben herguckt, ja, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen kann. Wie gesagt, hier ist diese scharfe Kante. Wenn ihr jetzt mal guckt, wenn ich bis Anschlag, hier blockiert meine bereits. Und dann bin ich mit dieser Stahlkante genau hier am Auswurffenster und nicht weiter. Wie gesagt, weil ich habe den Repetierweg bereits reduziert. Standard ist es aber so, daher der Weg so lang ist, fahrt ihr mit dieser scharfen Kante komplett hinten in den Alu-Receiver rein, so circa 30 mm, und dann reibt aber diese Stahlkante, reibt euch da innen drin die ganze Zeit das Alu auf. Bedeutet, bei den ersten 100 Schuss werdet ihr sofort feststellen, dass da alles mit Alu voll ist, und ihr werdet auch feststellen, dass wenn ihr dann durchladet, dann geht es butterweich bis zum gewissen Punkt und dann merkt ihr, da hakt und reibt irgendwas. Und das ist eben genau diese Kante da oben. Die fährt da hinten dann schön in den Receiver rein und kratzt innen drin das ganze Alu raus. Auch hier hätte G&G das Ganze etwas optimieren können, indem sie beispielsweise den Repetierweg verkürzt hätten, nicht so lang wie bei mir jetzt, oder sie hätten eben den Receiver innen drin, genau wo diese Stahlkante ist, ein bisschen auffräsen müssen, damit die Kante einfach frei reinlaufen kann und nicht richtig schön dran scheuert und reibt. Vielleicht zeige ich euch später nochmal im offenen Zustand das Ganze. So, jetzt habe ich viel bei der technischen Seite bereits angesprochen. Wir machen jetzt gleich mal weiter mit dem Chronotest, und auch hier gibt es ein bisschen was zu beachten. Ich habe das Modell mit 3 unterschiedlichen Gassorten und jeweils mit 0,2 Gramm und mit 0,32 Gramm BBs einmal gemessen. Denn auch hier gibt es je nach Gassorte selbstverständlich und je nach Kugelgewicht gravierende Unterschiede. Also wenn ihr zum Beispiel, gut, jede GBB ist ein bisschen bei dem Gas besser wie bei dem, wisst ihr selber. Aber gerade bei dem Modell, auch mit der Lauflänge und mit der Gasdosierung oder mit der Gasmenge, ist das Modell eigentlich nur für 2 Gassorten geeignet und nur für 0,3 oder 0,32. Und warum, sprechen wir nach dem Chronotest drüber.
Somit haken wir den Chronotest ab und jetzt lasst uns eben auf das Thema Energieabgabe und auch Hop-Up kurz eingehen. Vor allem Energieabgabe und Gassorte ist wie gesagt sehr, sehr wichtig bei dem Modell zu beachten. So, also wir haben hier einen relativ langen Lauf drin bei dem Modell. Ich glaube, es wird sogar irgendwann noch eine kürzere Version kommen, weiß ich aktuell jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall relativ lange Lauflänge drin und auch die Gasmenge, die pro Schuss entweicht, ist eigentlich für schwere BBs ausgelegt. Bedeutet, wenn der Hahn-Ausventil aufschlägt, kommt da so viel Gas raus, dass ihr bei 0,2 Gramm BBs oder 0,25 Gramm BBs eigentlich zu viel Gas entnehmt. Bedeutet, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Laden wir mal geschwind noch mal ein bisschen was rein. Nehmen wir jetzt einfach mal die Plörre hier, ist ja wurscht. Waren auch gerade dieses Elite Force, das Elite Force 150 und das Nimrod Red funktionieren auch am besten in der Knifte bei 28 Grad Außentemperatur. Habt ihr auch im Chrono gesehen, seid ihr ungefähr so bei knapp 2 Joule, 1,8, 1,9, je nach Temperatur. So, worauf ich aber jetzt hinaus möchte, achtet bitte mal, es ist keine BB drin, achtet mal bitte auf die Mündung vorne. Habt ihr das ein bisschen gesehen? Oder auch wenn ihr mit leichteren BBs spielt, seht ihr das unheimlich. Bedeutet, wenn die BB aus dem Lauf rauskommt, eine leichte BB, dann kommt nach der BB nochmal eine richtig schöne Gaswolke hinterher. Und das seht ihr auch je nachdem, wie gesagt, je nachdem, was für ein Gas ihr verwendet, mal mehr, mal weniger. So, und das sagt euch letztendlich, dass das ganze Gas, was da vorne rauskommt, eigentlich zu viel ist. Müsste also von der Effizienz nicht so gut sein, aber wenn ihr da wiederum 0,3 oder 0,32 Gramm BBs reinstopft, dann habt ihr diese Gaswolke da vorne nicht, da einfach die Gasmenge für diese Kugelgrammatur dann ausreichend ist. Also beachtet, verwendet auf jeden Fall Minimum 0,28, im besten Fall 0,3 Gramm, denn genau diese funktionieren auch mit dem Original Hop-Up-System sehr, sehr gut. So, und der nächste Punkt ist eben auch von der Gassorte. Ihr habt es gesehen, das schlechteste war eigentlich, oder das schwächste natürlich auch, ist das Protech-Gas gewesen. Liefert natürlich auch deutlich weniger Druck wie die anderen beiden Gassorten. Aber hier sind wir auch wieder beim Punkt NBB. Bedeutet, der Hammer oder der Hahn macht nichts anderes, wie mit der gleichen Masse immer aufs Ventil drauf zu schlagen. Der wird nicht schwerer, der ändert sich nicht von der Federspannung, sondern der schlägt immer mit der exakt gleichen Masse aufs Ventil drauf. So, habt ihr jetzt ein starkes Gas drin, ein 150 PSI Elite Force oder ein Red Gas, dann ist natürlich auf dem Ventil mehr Gegendruck drauf, da das Gas stärker dagegen drückt. Bedeutet wiederum, der Hammer öffnet das Ventil nicht so weit wie bei einem schwachen Gas. Gleichzeitig ist aber das Gas auch stärker, damit ihr ausreichend Druck habt, um die BB da vollständig durchzubeschleunigen. Und das ist eben auch das Problem von dem schwachen Gas in der Lever zum Beispiel. Denn hier macht dann das Ventil so weit auf durch den Schlag, dass einfach deutlich mehr Gas entweicht, wie wenn ihr jetzt ein stärkeres Gas verwendet. Und dann habt ihr nämlich auch eben da vorne die ganze Zeit diese Gaswolken und die Effizienz bei dem schwachen Gas ist deutlich schlechter wie mit den anderen beiden Gassorten. Hier können wir gleich direkt ansprechen. Effizienz war gut, je nachdem, was für ein Magazin man verwendet. Bedeutet, wenn ihr dieses kleine Knubbelmagazin da verwendet, was ich finde auch am besten drin ausschaut übrigens, dieses kleine, was dabei ist, 32 Schuss Magazin. Wie gesagt, sieht cool aus, so ein langes sieht ein bisschen dämlich aus, aber zum Beispiel mit den beiden starken Gassorten, mit dem Elite Force 150 und mit dem Nimrod Red, habe ich bis zu 150 Schuss rausbekommen. 150 Schuss, das heißt, ihr könntet sogar ein Midcap-Magazin reinstecken von einer AR-15 und könnt mit einer Gasfüllung fast das komplette Magazin leer bölfern. Und jetzt im Vergleich mit dem Protech-Gas war ich nur noch bei 100 bis maximal 110 Schuss. Also ihr seht, je stärker oder je mehr Gegendruck auf dem Ventil ist, desto besser ist auch gleichzeitig die Effizienz. Dementsprechend meine Aussage von gerade eben 150 PSI Elite Force oder Nimrod Red oder
vergleichbare, ähnliche Gase letztendlich vom Druckaufbau her eignen sich in dem Modell wirklich am besten, gerade was eine konstante Energieabgabe angeht und auch was die Kugelgrammatur angeht. Wie gesagt, 0,3, 0,32, perfekt. So, und dann sind wir eben bei dem Punkt, wie ganz am Anfang angesprochen, der Upper Receiver oder Vorderschaft und Hop-Up innen drin ist Standard AEG AR15. Bedeutet, wenn ihr den Unterhebel oder den Repetierhebel umlegt, kommt ihr genauso wie bei einer M16 oder halt bei einer AR15 hier seitlich an die Hop-Up-Kamera ran und könnt hier richtig schön über Klicks nach unten oder nach oben mehr oder weniger Hop einstellen. Und das funktioniert einfach tadellos. Also das ist für eine NBB absolut geil umgesetzt. Standard AEG Hop-Up-Kamera drin, fertig. Und was ihr später auch sehen werdet, weil ich eben gerade schon angesprochen habe, 0,3032, G&G verbaut hier nicht den Standard-Tensioner, den sie normalerweise nehmen, den runden, sondern hier ist jetzt bereits ein Flat-Tensioner drin, der schön abgerundet ist mit 5 mm. Bedeutet, ihr bekommt, auch wenn es nur das Standard G&G, dieses Backspucking ist, bekommt ihr dennoch schon mal mehr Druck drauf, wie noch bei den älteren G&G-Systemen. Wie gesagt, 0,3, 0,32 super, 0,4 hat leider nicht mehr gut funktioniert. Bedeutet, für 0,4 Gramm langt das Bucking natürlich nicht aus. Wollt ihr unbedingt so schwere BBs in dem Ding spielen, müsst ihr halt das Bucking tauschen, ist aber Standard AEG-kompatibel. Also ihr könnt euch einen R-Hop reinmachen, AEG, zack, 0,4er rein, gib ihn, fertig, Sache erledigt. Tensioner könnt ihr alle Standard lassen. Auch die Hop-Up-Kammer ist von G&G sehr gut, schauen wir uns später im demontierten Zustand an, die kennen viele von euch. Wenn ihr doch mal Ersatz braucht oder eine CNC-Gefräste haben wollt, ist eben Standard AR15 kompatibel und dementsprechend könnt ihr auch CNC-Hop-Up-Kammern aus dem AEG-Bereich in dieses Modell hineinzimmern. So, und jetzt lasst uns endlich weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Ich habe jetzt zwar schon sehr weit vorgegriffen und viele Punkte bereits angesprochen. Ich denke aber, das bisher Gesagte war für euch oder ist für euch eigentlich das Wichtigste. So, Verarbeitungsqualität, Handling und so weiter und so fort, sprechen wir es ganz kurz durch. Ihr habt natürlich, wie gesagt, das gesamte Rohr innen drin oder der Outer Standard AEG, auch von der Aufnahme hinten und eben auch vorne Mündungsbremse Standard 14 mm Linksgewinde. Das heißt, wenn euch das Ding noch zu kurz ist, ja, ihr könnt vorne noch eine Schalldämpferattrappe draufschrauben, wenn es unbedingt sein muss. Cool wäre natürlich auch eine etwas kompaktere Version, sagen wir mal so eine 10,5 Zoll Variante. Von mir aus bis hierher und dann noch ein Schalli vorne drauf. Wäre auch eine nette Option, würde ich sagen. Würde auch geil ausschauen. Ansonsten qualitativ natürlich super. Mündungsbremse wird nochmal gesichert. Hier unten, ja, hier. Also wieder aufpassen, wenn ihr quasi doch Schalldämpferattrappe aufschrauben wollt oder einen Tracer oder eine andere Mündungsbremse, immer die Schraube unten lösen oder die Madenschraube unten lösen, ansonsten macht das Gewinde kaputt. Also hier ein bisschen drauf aufpassen. Das Rohr sitzt übrigens sauber drin, auch wenn es ein komplettes Free-Float-System ist. Kein starkes Rumklappern, kein Wackeln oder sowas. Tipptopp. Also das passt soweit. Und auch sehr schön übrigens, wird vielleicht jemanden interessieren, wir haben natürlich kein Gasgestänge, ne? Also das komplettes Free-Float-System, kein Gasgestänge, selbstverständlich vorhanden. Den Vorderschaft, den kennt ihr dann aus dem AEG-Bereich von G&G, ist komplett aus Aluminium, CNC gefräst, das Ganze. Modernes M-Lock-System feiere ich unheimlich. Gerade bei so einem Unterhebelrepetierer, so ein M-Lock-System, so ein modernes, einfach mega komplett M-Lock. Und wenn ihr doch Zubehör montieren wollt, gerade Österreicher, Schweizer, Laserlichtmodule, bei uns in Deutschland natürlich nicht. Auch hier vorne nochmal Picatinny, wenn ihr kein M-Lock oder sowas habt und auch nochmal QD-Aufnahme für einen Sling-Swivel. Einmal vom Schützen aus auf der linken, wie auch einmal auf der rechten Seite vorhanden. Wie gesagt, können einen Sling-Swivel oder können einen Sling-Swivel dran montieren, Trageriemen und das Ganze aber auch noch im mittleren Bereich. Zum Beispiel, ja, hier werden wahrscheinlich die meisten hier verwenden. Also wenn ihr einen Trageriemen da verbauen wollt, dann macht dann halt dahin. Also das ist voll in Ordnung, auch schön aufgefräst, sogar oben nochmal die Picatinny in der Mitte nochmal schön aufgefräst, um so wenig Gewicht wie möglich drauf zu ballern auf dem Ding. Und ja, ihr habt es auch vorhin vom Gewicht her gesehen, da wiegt auch relativ wenig, muss man sagen. Ich glaube 3000, wo waren wir? 3,2 glaube ich, oder? So 3200. Ich hätte es sogar ein bisschen leichter geschätzt und das Schwerste, jetzt werdet ihr lachen, das Schwerste an dem Teil ist eigentlich der Gastank und der Schaft da hinten dran. Also der Bereich Receiver und Vorderschaft wiegt eigentlich so gut wie nix.
Wie gesagt, der fette Gastank da innen drin wiegt ein bisschen was und halt der Polyamidschaft, weil er immer im Vollmaterial ist, der wiegt ein bisschen was. Der Rest ist sehr, sehr leicht. So, dann Staubschutzklappe aus Stahl, schon angesprochen, gerade eben mit dem Ding hier innen drin, wo es ein bisschen reibt, bisschen schade. Gut, lässt sich mit ein bisschen Modden natürlich beheben. Magazinauswurf vom Schützen aus nur auf der rechten Seite und auch hier haben sie ein bisschen getrickst, denn die haben letztendlich hier den Drucktaster einfach nur verlängert. Also ihr habt hier vorne unten drunter quasi einen Standard AR-15 Magazinauswurfknopf. Seht ihr auch vom Schützen aus auf der linken Seite, auch hier nochmal quasi, aber von der Bedienung her, wie gesagt, hier hinten funktioniert das super, wird letztendlich nur umgeleitet. Also wenn ihr hier drückt, drückt ihr eigentlich hier vorne den Magazinhalter von der AR-15 rein sozusagen. Ist nur hier seitlich einmal aufgesetzt, so ein Hebelsystem. So, und dann seht ihr aber auch schon, das Originalmagazin kommt nicht standardmäßig rausgefallen. Da müsst ihr ein kleines bisschen daran ziehen, denn das sitzt ein bisschen straff im Magazinschacht drin. So, und warum habe ich angesprochen, nur vom Schützen aus auf der rechten Seite? Denn natürlich, ihr könnt ihn auch vom Schützen aus auf der linken Seite bedienen, aber das Ding ist so bescheiden zum Erreichen und da müsst ihr so drücken und gleichzeitig das Magazin ziehen, ist vom Schützen aus auf der rechten Seite deutlich leichter wie vom Schützen aus links. Wie gesagt, vielleicht muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wer Linksschütze ist oder wer einen Links benutzen möchte. Ja, er wäre vorhanden, aber von der Erreichbarkeit her, nicht sonderlich benutzerfreundlich. Was ebenfalls nicht sonderlich benutzerfreundlich ist, ist leider die Sicherung, wenn man diese bei einem Unterhebelrepetierer überhaupt benötigt. Bedeutet, wenn wir das Ding mal umdrehen, haben wir den Sicherungshebel hier seitlich oben dran. Und jetzt könnt ihr euch schon überlegen, da kommt man halt gar nicht dran. Also der ist absolut fehl am Platz, den kann man nicht. Ja, vielleicht so, guck mal, cool. Vielleicht so. Also wie gesagt, den könnt ihr eigentlich ignorieren. Wenn das Ding nicht durchrepetiert ist, ist es sicher aus Ende. Außer ihr müsst ihn halt unbedingt verwenden, aber dann müsst ihr halt so machen, dann müsst ihr so machen. Dann wäre das Ding sicher. Ansonsten wieder umgreifen, wieder hoch. Zack, und dann könnt ihr wieder schießen. Also wie gesagt, Sicherungshebel von der Ergonomie her ausbaufähig. Vor allem, wenn man sich das mal anschaut, dann hätten sie einfach noch ein bisschen vielleicht nach hinten ziehen können. Dann hätte man hier oben bedienen können vielleicht. Oder vom Schützen aus auf die rechte Seite rüber, dann hätte man hier bedienen können. Naja, wäre bestimmt auch anders gegangen. Aber wie gesagt, Sicherung kann man auch darauf verzichten beim Unterhebelrepetierer. Ist genauso wie Sicherung bei einer Springer oder bei einer Federdruckwaffe. Brauche ich nicht unbedingt. Zieht man das Ding nicht auf, ist es sicher. Okay, so, dann kurz zum Thema Verarbeitungsqualität. Da habe ich gar nichts gefunden, nur einen kleinen Punkt. Das ist aber wieder Meckern auf einem extrem hohen Niveau. Wie gesagt, Verarbeitungsqualität, Vorderschaft, CNC gefräst, Übergang, alles bündiges, Rohr sitzt sauber drin. Der Receiver komplett nahtlos, auch auf beiden Seiten. Hier sitzt sauber von den Fugen her, sitzt sauber zusammen, wackelt nicht oder sowas, klappert nichts. Auch der Unterhebel übrigens schön straff. Also ihr könnt da ruhig mit ein bisschen Gewalt rangehen. Der wackelt auch im unteren Zustand fast gar nicht rum. Also wird sauber geführt, schwabbelt nicht, wackelt nicht. Das passt alles so. Und jetzt der einzige Punkt, der mir ein bisschen aufgefallen ist, und zwar, wenn ihr von unten auf die Knifte drauf schaut, der untere Bereich hier innen drin, das ist eigentlich das innere Gehäuse oder die Gearbox. Zeige ich euch später beim demontierten Zustand. Und damit es halt schwarz ist, haben sie einfach diese Zink-Aluminium-Legierung einfach ein bisschen schwarz lackiert. Also seht ihr, wenn ihr die Gearbox oder halt das Gehäuse rausbaut, seht ihr, ist eigentlich alles Silber und nur unten haben sie mit der Sprühdose ein bisschen schwarz gemacht. So, und genau diese Sprühdosenfarbe, die verschleißt hier unten leider relativ schnell oder die löst sich relativ schnell. Bedeutet, es wird alles so ein bisschen, so leicht ein bisschen Silber oder man sieht einfach ein bisschen den Verschleiß schneller wie bei den anderen Teilen, die eben pulverbeschichtet sind bzw. eloxiert sind. Wie gesagt, das ist nur der untere Bereich hier, wo letztendlich der Hebel drin läuft. Und da könnt ihr dann auch später sehen, bei der Demontage auch die Aufnahmen für den Repetierhebel ist natürlich auch alles nur aus Aluminium gefertigt.
unbedingt immer ein bisschen Fett dran machen, denn da seht ihr bereits nach den ersten 100, 200 Schuss, seht ihr schon, wie das Material wirklich ziemlich stark arbeitet. Bedeutet, es wird alles dann blank, gerade bei dem Pin innen drin. Ihr seht die ersten Abnutzungsspuren beim Hebel innen drin. Unbedingt, wie gesagt, wer sein Modell gern hat, unbedingt ein kleines bisschen Fett immer auftragen. Ansonsten, ja, seht ihr da relativ zügig den Verschleiß an der Mechanik dran. So, Thema Gas befüllen geht hier unten, habe ich vorhin schon mal gezeigt. Bedeutet, ihr habt hier unten ganz normal das Einfüllventil, ganz normal die Pulle ansetzen, habt ihr vorhin schon gesehen, einmal so, dass das Gas schön reinlaufen kann. Und dann habt ihr hier eben einen riesengroßen Gastank drin. Und da bekommt ihr, wie gesagt, je nach Gassorte 100 bis maximal 150, 160 Schuss, bekommt ihr mit einer Gasfüllung rausgeknallt. Daher es sich eben anbietet, weil das Einfüllventil so geil ist, müssen wir eben später auch nochmal über das Thema HPA sprechen. Denn es bietet sich bei dem Modell halt einfach megamäßig an, meiner Meinung nach. Wie gesagt, würde sicher definitiv Spaß machen. So, Flip-Ups brauchen wir es ansprechen, sind aus Polyamid-Kunststoff mit solchen Lichtsammlern dabei. Wenn ihr sie nutzen wollt, ja, sind dabei, sind qualitativ hochwertig, in Ordnung. So, und jetzt eben der Schaft. Wir haben hinten am Gastank haben wir hier eine kleine Picatinny-Schiene. Bedeutet genauso wie bei der SICK zum Beispiel, bei der MCX. Bedeutet, ihr könnt hier hinten Schäfte dran montieren, welche über eine Picatinny-Schiene geklemmt werden. So, jetzt aber aufpassen. Standardmäßig ist das Ganze aber im Winkel. Bedeutet, wenn ihr jetzt einen normalen Schaft hernehmt, wie zum Beispiel bei der, seht ihr jetzt nicht, bei der MCX mit einer Buffer-Tube oder keine Ahnung was, dann geht das Ganze natürlich gerade nach hinten. So, diese Schiene hier sitzt aber im Winkel. Bedeutet, wenn ihr euch die Knifte seitlich anschaut, sitzt die Picatinny so. Würdet ihr also hier jetzt einen Schaft verbauen, welcher für Picatinny ausgelegt ist, dann steht euch der nach oben. Das funktioniert also leider nicht. Hätten sie auch noch gerade machen können, wäre gescheiter gewesen. Dann hätten wir auch problemlos andere Schäfte verwenden können. So ist man jetzt ein bisschen begrenzt oder limitiert, beziehungsweise ich kenne keine anderen, auf die Originalschäfte von G&G und ich kenne jetzt auch aktuell eben nur diesen. Und wie vorhin schon angesprochen, der ist mir deutlich zu lang. Also wer jetzt so 1,70 ist, 1,75, der hätte noch mal gerne locker 30 mm, 40 mm kürzer sein können oder sogar zum Einstellen. Wer größer gewachsen ist, für euch ist natürlich perfekt geeignet und ihr könntet sogar, auch wenn es absolut null Sinn macht, könntet ihr auch die Wangenauflage nochmal weiter nach hinten stellen. Aber wie ganz am Anfang schon angesprochen, ihr seid eh schon mit der Backe oder mit der Wange viel zu weit hinten. Warum solltet ihr noch weiter hintergehen? Macht also relativ wenig Sinn, meiner Meinung nach. Und dann habt ihr eben hier seitlich diese Dummy-Patronen da aus Plastik dran. Die könnt ihr, wie gesagt, wenn euch die auf den Zeiger gehen, weil sie halt reflektieren wie solche, könnt ihr sie einfach wegmachen letztendlich. Und dann habt ihr letztendlich nichts hinten dran. Ja, ich weiß schon, es wird welche geben, die machen wieder echte Dummy-Patronen ran. Gut, wenn man meint, dann macht es halt so. So Leute, lasst uns weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. Wie am Anfang schon angesprochen, ihr habt im Lieferumfang hier so ein sehr, sehr geiles, kleines, knubbeliges G&G Lever Magazin dabei. So, das ist so ein ganz kleines Mini-Teil von der Aufnahme oben, Standard AR-15 und ihr bekommt 32 BBs da rein. In so ein kleines Ding und das finde ich sehr, sehr gut. Absolut keine Feeding-Probleme oder ähnliches. Der einzige Punkt, wie schon angesprochen, wenn ihr den Magazinauslöser drückt, Magazin droppt nicht und ihr müsst auch ein kleines bisschen dran noddeln, damit es aus dem Magazinschacht rausbekommt. Das ist aber auch schon alles. Und was ihr auch wieder seht, was natürlich die meisten oder eigentlich alle G&G Magazine mittlerweile haben, ihr habt auch hier oben wieder diesen langen Zipfel rauskommen, den langen Follower, bedeutet auch die letzte Kugel wird in die Hop-Up-Kammer reingedrückt und ihr könnt wirklich alle 32 BBs aus diesem Magazin entnehmen. Es fällt euch also keine mehr raus, wenn ihr das Magazin aus dem Magazinschacht rauszieht. Das finde ich in Ordnung und wie gesagt, das kleine Magazin tipptopp. So, jetzt werden die ersten kommen, ja, passt da auch ein Trommelmagazin? Grüße gehen raus, Sandro. Vermutlich passt ein Trommelmagazin, ja, würde ich natürlich nicht empfehlen, aber ihr könnt natürlich in der Lever auch Standard AR-15 AEG-Magazine verwenden. So, jetzt aber der eine Punkt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, es ist relativ wenig kompatibel, muss ich sagen. Und das, was kompatibel ist, das wackelt ein bisschen rum. Fangen wir mal hier an, nur mal, damit ihr so eine gewisse Richtung habt für euch.
3 Magazine, die einigermaßen gut passen und funktionieren. Das ist ein Syma PMAC Magazin. Das passt da unten gut rein, arretiert sauber, aber hat halt ein kleines bisschen Luft da und wackelt ein kleines bisschen rum. Und so sieht es letztendlich auch bei den anderen aus. Sogar das Original G&G Magazin, dieses Tinted von der GR16, das passt ebenfalls einigermaßen gut rein, aber das ist halt auch, wie gesagt, das wackelt halt auch da unten irgendwie rum wie ein Hund sei Schwanz. Und sind wir mal ganz ehrlich, gefällt euch das? Ja, okay, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Vielleicht sieht ein bisschen aus wie eine erwachsen gewordene Luger oder sowas. Aber ja, wie gesagt, alle Magazine, die passen, die wackeln alle rum. Auch das Magazin hier, das von Begadi, dieses Pro-Magazin, auch das genauso wie die anderen, wackelt da unten drin rum. Wie ein Hund sei Schwanz. Und ja, die Magazine feeden, das ist nicht das Problem. Aber sie wackeln halt alle ziemlich stark rum. So, und wie gesagt, bei der Kompatibilität muss man ein bisschen aufpassen. Denn Magazine, die leider nicht reinpassen, von G&G, das Magazin aus der SGR, könnt ihr vergessen, das bringt ihr nicht da unten rein. Also selbst das Original G&G Magazin passt nicht. PTS Magazin, könnt ihr vergessen, passt nicht. Und E&C PMAC passt auch nicht rein. Also wer jetzt hier denkt, ja gut, ich habe schon lauter AR-15 Magazine daheim, die nehme ich einfach. Wenn du Glück hast, passen sie. Wenn du Pech hast, Glück hast, passen sie und sie wackeln rum. Und wenn du Pech hast, bringst du sie nicht rein. Also hier bei der Kompatibilität Magazine zu den großen bisschen aufpassen. Was mir vielleicht noch als Alternative gut gefallen würde, wenn man dieses kleine nicht verwenden möchte, das wären die Standard M16 Vietnam Magazine zum Beispiel oder die PMAC, die kompakten M16 Magazine. Die sind nicht ellenlang, die sind relativ kompakt noch und ihr bekommt halt auch in die Dinger irgendwie, keine Ahnung, 120 Schuss oder so rein. Wie gesagt, wäre meiner Meinung nach vielleicht noch eine Alternative zu dem anderen kleinen. Ihr seht schon, von diesen langen Magazinen in der Lever bin ich jetzt nicht so angetan. So Leute, dann möchte ich heute noch ein kleines Kapitel ansprechen. Habe ich jetzt zwar nicht so die Ahnung von, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen, und zwar Thema HPA. Wird natürlich viele von euch interessieren und ja, natürlich, das Ding würde auch als HPA unheimlich viel Spaß machen, keine Frage, und ist auch problemlos möglich. Denn, sind wir ehrlich, so auch wenn es eine NBB ist, ihr habt es in den Chrono-Werten gesehen, oder ich habe es euch angesprochen, ihr habt mit einer GBB oder mit einer NBB immer die Probleme mit dem Propangas oder von mir aus auch mit CO2, mit der Temperatur, mit dem Cooldown. Schießt ihr ein bisschen schneller, das Zeug wird kalt, ihr verliert Energie, ihr verliert Druck, die Effizienz geht in den Keller. Ist es warm draußen, habt ihr mehr Energie, ist es kalt draußen, habt ihr weniger Energie. Je nachdem, welches Gas ihr verwendet, dann verwendet ihr Gas mit viel Silikon, dann schmanzt es Hop-Up-Bucking zu. Dementsprechend verstehe ich natürlich, wenn viele sagen, das Ding als HPA wäre wirklich geil. Und stimme ich euch zu, natürlich, ihr habt hier unten am Griff direkt das Einfüllventil dran. Bedeutet, ihr könnt das Modell problemlos tappen. Bedeutet, hier einfach einen Adapteranschluss drauf und dann letztendlich mit dem Schlauch direkt in den Tank rein. Jetzt habe ich euch aber, oder spreche ich euch später noch an, ich weiß nicht, wo wir gerade sind in dem Video oder wo ich euch den Teil reinschneide. Wir haben natürlich jetzt bei der ersten Charge das Problem mit dem Griffstück. Wie gesagt, knallt euch das Ding irgendwie runter und da ist Druck drauf im Tank, kann das Ganze hier innen drin brechen wegen so einer Schraube und dann gast das Teil aus. Würdet ihr jetzt natürlich auf die Idee kommen und da HPA reinballern und ihr übertreibt und dreht die Flasche oder den Regulator ein bisschen zu weit auf, dass ich, sage ich mal, von mir aus 13 Bar oder 14 Bar auf dem Ding drauf habt, dann müsst ihr immer überlegen, auch wenn der Griff jetzt von G&G verbessert wird, er wird dennoch weiterhin nur mit einer Schraube hinten an der Gearbox oder an dem inneren Gehäuse fixiert und arretiert. Bedeutet, diese eine Schraube, die hier reingeht, hält oder muss den gesamten Druck halten. Also ja, ich möchte es nur ansprechen. Ja, natürlich, tappt das Ding, knallt HPA rein, wenn ihr Bock habt. Übertreibt es aber nicht vom Druck. Wie gesagt, ein normales Gas oder selbst sehr starke Gas, ihr habt maximal 9 bis 10 Bar, wenn sie wirklich warm sind. Und mehr würde ich in dieses Modell nicht reingeben.
Ebenfalls beachten, wenn ihr das Ding auf Dauer mit HPA betreibt, ihr habt im HPA keinen Schmierstoff drin, bedeutet, ihr müsst eigentlich regelmäßig das Ding auseinanderbauen und sämtliche Übergangsdichtungen, die ihr bei der Demontage dann seht, die ganzen O-Ringe, muss alles manuell von euch geschmiert und gefettet werden. Ansonsten wird euch das System relativ zügig undicht werden. Also das immer ein bisschen zu beachten. Ansonsten sehe ich hier absolut kein Problem, die wunderschöne Lever auch mit einem Schlauch zu betreiben. Also Leute, dann lasst uns ein bisschen über die technische Seite sprechen. Machen wir zunächst mal zusammen die Demontage von der LEV AR, schauen wir uns den inneren Aufbau von dem Gassystem an und sprechen wir vor allem auch über das Thema, wie am Anfang vielleicht schon kurz angeteasert, sprechen wir ebenfalls über den Griff. Denn ich habe natürlich noch eine von der ersten Auslieferungscharge mit dem Standardgriff, wo ja angeblich der Tank explodiert. Ja, wie gesagt, möchte ich meinen Senf auch mit dazugeben. Auf jeden Fall für euch schon mal vorab zu wissen, die aktuellen Modelle oder die Modelle, die es dann verfügbar sein werden in Deutschland, sei es jetzt beim Software Store oder bei GSP, ist ja wurscht, die haben dann schon einen verstärkten Griff dran. Wie gesagt, möchte ich kurz euch erklären, denn da wurde auch wieder vieles im Internet hinein interpretiert, ja, wo eigentlich nicht ganz so wild ist, wie es scheint. Aber auf jeden Fall lasst uns drüber sprechen. So, machen wir also zunächst mal die Demontage. Klar, ihr müsst euer Magazin entnehmen, das sollte raus. Und dann auf jeden Fall gucken, dass der Gastank leer ist. Bedeutet, wir drücken einfach den Hammer komplett bis Anschlag rein, aufs Ventil drauf. So, ihr seht, es ist leer. Wir können auch einmal durchrepetieren. Zack, leer. So, und was ihr auch schon gerade gesehen habt und was ich vielleicht auch vorhin schon kurz angesprochen habe, der Repetierweg sieht immer noch ziemlich lang aus, ist bei mir aber schon um 50% reduziert. Wie gesagt, da werden wir dann ebenfalls drüber sprechen, wie ihr diesen reduzieren könnt, denn der ist standardmäßig ellenlang, bis in die Unendlichkeit, noch viel weiter. Also Demontage genauso wie bei einer AR15, wir ballern erstmal hier vorne den Pin raus, dann könnt ihr ganz normal wie bei einer SAEG oder halt bei einer GBB einfach den Upper Receiver runterziehen. Das ist ziemlich geil, denn der gesamte Upper Receiver von der LEV ist ein Standard Upper Receiver von der SAEG. Bedeutet, ihr könnt auch vor der Schäfte andere drauf machen, ist alles SAEG und sogar, oder AEG und sogar die Hop-Up-Kammer und der Lauf sind Standard AEG-kompatibel. Es ist eine ganz normale V2 Hop-Up-Kammer. Bedeutet, ihr bekommt hier sogar Tuning-Hop-Up-Kammern rein, ohne irgendwelche Probleme. Das finde ich schon wieder sehr, sehr geil. Und vor allem auch, wie gesagt, sollte mal was kaputt gehen, sollte das Ding runterfallen, sollte das Rohr irgendwie verbiegen oder wenn ihr in Österreich oder in der Schweiz sitzt und ihr dürft irgendwie Lauflängen ändern, ihr könnt euch das Ding konfigurieren im oberen Bereich vom Upper Receiver, wie ihr Lust und Laune habt. Finde ich sehr, sehr geil, was die Kompatibilität angeht. Hier aber, wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, ein kleiner Designschnitzer, der euch am Anfang vielleicht auffallen wird. Und das ist wirklich nur am Anfang der Fall. Wenn es sich mal eingearbeitet hat, dann werdet ihr das nicht mehr feststellen. Wie vorhin vielleicht schon kurz erklärt, hier zeige ich es euch noch mal kurz im offenen Zustand. Wenn ihr repetiert, fährt natürlich dieser Fake-Verschluss sozusagen, fährt dann einmal nach hinten. So, und der läuft natürlich hier innen drin, wo quasi der Hülsenauswurf ist. Ja, da ist der Hülsenauswurf, da fährt er hin und her. So, und jetzt könnt ihr es euch aber schon denken, wenn der Abzugsweg nicht reduziert ist, dann fährt diese Aussparung hier, welche zuständig ist, damit das Dustcover aufgeht oder die Staubschutzklappe aufgeht. Diese Kante fährt dann hier nach hinten und dann verklemmt sie sich hinten drin. Bedeutet, ihr repetiert so circa zu 50% und dann merkt ihr, jetzt reibt irgendwas oder jetzt kratzt irgendwas. Und das ist eben genau bei dem Stahlblech hier oben, diese scharfe Kante eben, die fährt euch dann da hinten schön ins Alu rein und kratzt hier innen drin einmal schön entlang. Bedeutet, ihr werdet bei den ersten 100 Schüssen, werdet ihr da auch ein kleines bisschen Abrieb haben und auch Abrieb an diesem Stahlblech hier einmal dran sehen. Wie gesagt, da reibt es und scheuert es ziemlich stark dran. Wenn ihr den Abzugsweg reduziert, fährt das Ganze nicht ganz so weit zurück und dann habt ihr dieses Problem ebenfalls nicht. Da hätte man vielleicht hier noch eine kleine Aussparung reinmachen können in den Receiver, aber gut, sie haben halt einen ganz normalen AEG-Receiver hergenommen. Wie gesagt, ist nur bei den ersten vielleicht 100 Schuss so und dann arbeitet sich das Material ein bisschen ein und dann kratzt und reibt da nichts mehr.
So, dann lasst uns hier erstmal weitermachen. Ich würde sagen, wir knallen zunächst mal hinten den Schaft weg. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr das Ding das erste Mal demontiert, schaut euch bitte das Video an, denn ich musste mir eine neue Stahlkugel bestellen oder so ein Amazon Kugelset, denn ich habe leider eine Stahlkugel im Inneren verloren, denn diese ist, erstens mal fällt sie verdammt schnell raus und zweitens ist sie so bescheiden zum Einbauen, dass man sie einfach gern verlieren kann. Dementsprechend achtet da ein bisschen drauf, ich zeige es euch aber. Also, wie gesagt, knallen wir erstmal den Griff, den Schaft und den Gastank weg. So, und jetzt sind wir schon bei der Schwachstelle vom Griff angekommen. Bedeutet, wir brauchen jetzt letztendlich einen langen 4er Inbus oder Innensechskantschlüssel und schrauben hier innen drin im Griff die Zylinderkopfschraube raus. Bedeutet letztendlich der gesamte, ich versuche es euch gleich mal zu erklären oder zu zeigen. Lasst mich erstmal kurz den Griff noch voll demontieren, denn der gesamte Griff hängt letztendlich dann nur hier an der einen Schraube zusammen mit dem Gastank. So, jetzt da einmal weg mit dem Ganzen. Und hier ist sie eben innen drin. Na, die bleibt ein bisschen drin, oder? Ja, die bleibt jetzt drin, aber ist nicht so wild. Dann kann man es schön sehen. So, bedeutet, wenn ihr von hinten drauf schaut, hier ist so die Art Gearbox, nenne ich es jetzt einfach mal. Schauen wir uns dann gleich an. Und hier ist ein Gewinde drin. Unten drunter ist der Anschluss für den Gastank. Bedeutet, hier unten der Eingang hier läuft dann letztendlich dieses Übergangsstück mit dem O-Ring läuft hier unten rein. So, und dann hängt letztendlich der gesamte Gastank, welcher dann logischerweise im Inneren von dem Griff ist, hängt dann letztendlich zusammen mit dem Griff nur an dieser Schraube. So, und jetzt kommt eben das Problem, wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder wie ihr vielleicht gelesen habt und was jetzt eben von G&G noch improved wird. Wenn ihr das Ding ganz normal betreibt, auch wenn ihr da Redgas reinballert, passiert euch standardmäßig mit der Lever nichts. Euch explodiert nicht der Gastank, das ist eh Quatsch, weil das macht das so oder so nicht. Sondern wenn ihr das Ding ganz normal betreibt, passiert nichts, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr aber jetzt mal nachlest, wenn jetzt da Leute auf die Idee kommen, HPA zu spielen und da irgendwie 15 Bar reinzuballern in das Ding, dann kann sich der Gastank oder das Gas hier innen drin ausdehnen, drückt das Ganze nach hinten und dann reißt euch hier der Kunststoff weg. Also der Gastank, der berstet nicht, der fliegt euch nicht um die Ohren, das hat mit der Explosion nichts zu tun. Sondern hier bricht letztendlich nur die Aufnahme dann hier innen drin von dem Griff, wo die Schraube hängt, die bricht ab. Dann löst sich selbstverständlich das gesamte Griffstück vom Receiver sozusagen. Lasst mich mal noch kurz die Schraube da rausmachen, dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser zeigen. So, mal die Schraube raus. So, wie gesagt, dann hängt das alles da dran und dann kommt natürlich der Druck. Der Druck liegt hier drauf und dann fliegt euch das hier letztendlich weg, weil hier die Aufnahme von der Schraube reißt und dann strömt natürlich das gesamte Gas hier aus dem Loch raus. Also es zerreißt euch jetzt nicht irgendwie das Griffstück, dass euch die Hand wegreißt oder so ein Blödsinn. Nein, es expandiert oder es bläst letztendlich nur der Tank einmal leer. Und wie gesagt, hier bricht dann letztendlich die Aufnahme einmal hier raus. Und wie gesagt, das kann passieren, wenn ihr mit dem Ding einfach zu viel Druck reinballert. Wie gesagt, zum Beispiel HPA, so wie der eine das gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht 12 Bar, 13, 14, 15 Bar, weil er halt lustig war. Dann kann das natürlich passieren. Wenn ihr aber diesen Facebook-Beitrag mal genau durchlest, dann ist ihm das Modell auch noch runtergefallen. Bedeutet, wenn das Ding da dran hängt und festgeschraubt ist und euch fällt das Teil runter, natürlich, dann hängt der gesamte Schaft, es hängt alles. Es hängt alles nur an dieser einen Schraube. Knallt euch das Ding runter, reißt ihr euch ebenfalls natürlich hier die Aufnahme von dem Griff, reißt ihr euch einmal raus und dann habt ihr genau das gleiche. Bedeutet, der gesamte Gastank bläst euch hier vorne einmal komplett ab. Und das ist eben das Problem von der ersten Charge, wenn euch das Ding runterfällt
oder wenn ihr eben zu stark HPA reinballert oder halt zu viel Druck in dem Ding hat, dann könnte es passieren, dass hier der Kunststoff nachgibt und dann der Gastank ausbläst. Das Ganze hat aber mit einer Explosion nichts zu tun. Also bitte richtig lesen und richtig interpretieren und nicht so einen Mist schreiben. So, und jetzt aber der nächste Punkt. Wenn ihr jetzt bei G&G mal geschaut habt oder auch der Software Store hat es, glaube ich, auch schon bereits auf der Webseite geschrieben. Alle Modelle, die jetzt dann natürlich bei uns in Deutschland verfügbar sein werden, wie gesagt, das ist so eins aus der allerersten Produktion, die haben bereits einen verstärkten Griff. Bedeutet, die Aufnahme von dieser Schraube hier vorne, der Bereich, der eben wegbricht oder brechen kann, dieser Bereich wird nochmal komplett überarbeitet und deutlich verstärkt. Bedeutet, ihr habt dann wenn ihr euch das Modell kauft, habt ihr dann einfach einen verstärkten oder reinforced Pistolengriff, kann man eigentlich sagen. Wie gesagt, da wird einfach diese Aufnahme hier wird nochmal deutlich verstärkt, denn hier, wie gesagt, es hängt alles nur an einem so ein bisschen Plastik. Das ist ein kleines bisschen schade. Ist natürlich blöd, dass es auftreten kann, aber hey, sind wir froh, dass es so früh jemandem aufgefallen ist. Und dementsprechend konnte G&G auch sehr zeitnah reagieren. Und alle Modelle, die einfach ins Land reinkommen, werden bereits verbessert sein. Auch ich werde natürlich beim Software Store oder direkt bei G&G gleich nochmal so einen neuen Griff anfordern, damit das bei mir nicht passieren kann, wenn das Ding mal runterfällt. So, okay, also so viel zu dem Thema Gastank explodiert, Atompilzexplosion. So, nee, also wie gesagt, muss man immer richtig interpretieren, fand ich ein bisschen arg übertrieben. So, dann machen wir mit der Demontage weiter und dann wird es ein bisschen wurstig, denn hier unten habt ihr eben dieses Klicksystem drin. Hört ihr das? Klick. Wo die Kugel quasi einschnappen kann. Und genau diese Kugel, auf die müsst ihr eben unheimlich aufpassen. Lasst uns aber zunächst mal die Sicherung demontieren. So, jetzt müsst ihr eben aufpassen. Jetzt gibt es hier unten, wie vorhin schon oder gerade schon angesprochen, hier unten drin gibt es jetzt diese kleine Stahlkugel, dass wenn ihr jetzt den Lever oder den Unterhebel, wenn ihr den wegklappt, dann springt euch zu 100% diese mistige Kugel raus. Und wo ist meine Kugel? Cool. Jetzt ist sie rausgekugelt. Moment. So, genau diese Stahlkugel. Wenn ihr da eine neue braucht, weil wie gesagt, wenn ihr das Ding 2-3 Mal auseinanderbaut, ich verspreche euch, ihr werdet das Ding irgendwann verlieren. Besorgt euch bei Amazon solche blöden Stahlkugeln und das ist eine 5 mm Stahlkugel. Oder wenn ihr Kugellager daheim habt, dann macht ihr halt das Kugellager auf und nehmt da eine raus. Auf jeden Fall 5 mm Stahlkugel. Und warum ich das von der Konstruktion ziemlich bescheiden finde mit der Kugel, das zeige ich euch dann gleich. Denn die sitzt da unten drin. Ach, ich zeige es euch im offenen Zustand. Wie gesagt, die hätte man vielleicht auch noch fixieren können oder irgendwas. Tut's aber nicht. So, jetzt nehmen wir, wie gesagt, passt auf die Stahlkugel auf und besorgt euch vielleicht bei Amazon direkt gleich mal Ersatz, so 2-3 Stück oder so. So, dann machen wir das Ding voll auseinander. Lösen wir letztendlich die restlichen Schrauben. So, jetzt da alle Schrauben gelöst. Ihr
Ihr könntet, wenn ihr das Ding nicht modifiziert habt, also wenn ihr nicht den Repetierweg limitiert habt, dann könntet ihr sogar, bevor ihr die Schrauben öffnet, könntet ihr den Hebel komplett einmal rumklappen und dann so schräg nach unten rausziehen und dann könnt ihr mit dem Verschluss, den ganzen Verschluss einfach nach hinten quasi abziehen. Daher ich aber den Repetierweg, wie am Anfang schon angesprochen, ein bisschen limitiert habe oder verkürzt habe, geht das bei mir nicht mehr. Bedeutet, ich löse einfach die Schrauben komplett. So, dann nehmen wir das Ganze mal auseinander oder öffnen es mal. Da vorne müssen wir aufpassen auf die Nozzle. Bedeutet, wir ziehen das Ganze ein kleines bisschen hinter. So, einmal auf der Seite weg. Dann können wir den Hebel wegnehmen. Und dann ist, wie gesagt, hier oben hängt die Nozzle noch dran. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Schaut, die hängt hier in der Tappet Plate drin. Und das hier wird wiederum über so einen Führungskanal oder so einen Gaskanal, so ein Gasröhrchen, ja, wird es dann miteinander verbunden. Also hier bei der Installation aufpassen, dass ihr immer die Nozzle, vielleicht zoome ich noch ein bisschen ran. So müsst ihr das ein wenig besser sehen, dass ihr hier quasi immer die Nozzle quasi einhakt oder ja, da hinten oben an der Tappet Plate einrastet. Das ist immer ein bisschen so schräg und dann nach unten drücken, dass die hier oben quasi sauber arbeiten kann mit der Tappet Plate letztendlich. So, also wir können uns, lasst mich das mal noch kurz auseinanderziehen, dann zeige ich euch gleich kurz das mit dem Repetierweg. Gut, der Hammer ist schon rausgefallen. Der kommt, wartet mal, der drückt auf so eine kleine Feder, genau das ist auf der anderen Seite, dass ihr wieder wisst, wie es zusammengehört. Wenn ihr später das Ganze wieder zusammenbaut, die beiden Hälften zusammen machen und dann den Hammer von hinten so rum rein, dass das Teil hier, genau, fall raus, dass diese Stange hier muss hier unten gegen diese Feder drücken und hier oben dieser Umlenker drückt dann letztendlich einmal aufs Ventil drauf, quasi hier auf der gegenüberliegenden Seite. Hier muss der Hebel quasi dann drauf drücken, wenn der Hammer nach vorne schlägt, öffnet er einfach kurzzeitig das Ventil. So, also hier ein bisschen aufpassen und die Sicherung, auf die Sicherung müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, das ist auch so ein kleines popeliges Kackteil. Das ist einmal dieses kleine Mini-Teil. Und hier ein bisschen schade finde ich bei der Sicherung. Das ist letztendlich wie so ein Dreikant oder, ja, Dreikant nicht, aber wie so ein Dreieck. Seht ihr das? Und bei diesem Dreieck arretiert dann später der Sicherungshebel. Aber ihr könnt den halt in allen drei Richtungen verbauen. Hätte G&G hier, ja, wie gesagt, irgendwie eine spezielle Form gemacht, dass das Ganze auf einer Seite höher ist oder breiter ist, dann hätte man den Sicherungshebel nur in der korrekten Richtung verbauen können. Also da müsst ihr halt später wieder aufpassen, das liegt dann nur hier oben drin, dieses kleine Teil. Und auf der gegenüberliegenden Seite wird dann einfach der Hebel quasi in der richtigen Position draufgeschraubt. Wie gesagt, hätte man auch verdrehsicher fertigen können. So müsst ihr aufpassen, dass es richtig rum verbaut. So, dann lasst uns doch zusammen dieses NBB-System kurz anschauen. Da ist nicht so viel dabei, ist eigentlich sehr simpel aufgebaut. Bedeutet, ihr habt hier hinten den Gastank dranhängen mit dem Übergang, mit diesen O-Ringen, steckt einfach nur hier hinten drin. Das Gas steht hier im Tank an, wird hier vorne reingeführt und dann habt ihr letztendlich hier innen drin in diesem Zinkgussblock habt ihr hier das Gas stehen im unteren Bereich, dann habt ihr hier ein Auslassventil und sobald das Auslassventil vom Hammer kurz betätigt wird, geht letztendlich das Gas durchs Ventil durch, hier vor ins Röhrchen rein, wird weiter vorgeleitet hier in die Nozzle rein und beschleunigt dann letztendlich eure BB. Also ihr seht aber auch, es muss pro Schuss doch relativ viel Gas entnommen werden, denn es muss natürlich auch das Volumen hier innen drin erstmal alles gefüllt werden, bevor das Gas zunächst mal an die Nozzle oder beziehungsweise an eure BB hinkommt. Dennoch habt ihr, wie vorhin schon angesprochen, einen sehr, sehr großen Gastank und ihr bekommt je nach Gas bis zu 140 Schuss raus. Und das ist wirklich so, ja, das ist wirklich klasse. Also da können wir gar nicht meckern. Wie gesagt, es wäre sicherlich noch ein bisschen effizienter gegangen, aber es ist simpel und einfach aufgebaut, muss ich sagen. Das ist in Ordnung. So, und jetzt eben der eine Punkt mit der Kugel. Jetzt seht ihr hier unten drin, warte mal, das zeige ich euch im offenen Zustand. Lasst uns erstmal kurz mit dem Repetierweg den Punkt ansprechen. Wenn ihr jetzt meine Tappet Plate euch anschaut, dann seht ihr, dass meine Tappet Plate etwas bearbeitet ist. Denn, lasst mich mal kurz das Ding da wegmachen, dann kann ich es euch besser zeigen. So hängt das Ganze drin. So, wenn ihr jetzt meine Tappet Plate anschaut und diese mit eurer vielleicht vergleicht, werdet ihr feststellen, dass
der Bereich hier neu ist. Bedeutet, die Standard Tablet Plate hat hier den Flügel oder die Flosse, genau hier, wo ihr das bisschen den Sekundenkleber seht. Hier hört die Standard Tablet Plate auf. Bedeutet, ihr müsst, wenn ihr repetiert, habt ihr hier unten den Hebel dran. Der Hebel hat hier so einen kleinen Nocken raus. Und wenn ihr dann quasi den Hebel dreht, dann fährt dieser Nocken gegen die Tablet Plate. Und wenn ihr euch das mal anschaut, das ist standardmäßig, ist das extrem spät. Bedeutet, bei mir ist die Nozzle bereits jetzt hier in der hintersten Position. Wartet mal, könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen reduzieren. Ist hier in der hintersten Position. So, und wenn ihr mal guckt, ich habe hier circa 20 mm Kunststoff nochmal aufgeklebt. Bedeutet, beim Standardsystem müsstet ihr den Hebel noch weiter rumziehen, bis die Nozzle dann wirklich feedet. Und das finde ich seitens G&G leider nicht ganz so geil umgesetzt. Bedeutet der Verschluss selbst, beziehungsweise der Hammer oder der Hahn, wird standardmäßig sehr, sehr schnell aufgezogen. Bedeutet, der liegt dann irgendwie hier so oben drin oder so liegt er drin irgendwie. Nee, wartet, so liegt er, glaube ich, drin. So, bedeutet, wenn ihr dann repetiert, fährt der Verschluss, der fährt sofort über die seitliche Führung hier oben drin, fährt der sofort zurück. Bedeutet, es liegt dann so drin. Ihr repetiert, der kommt und in dieser Position, also der bewegt sich vielleicht auch 20 mm zurück, dieser Fake-Verschluss. Und dann wäre euer GBB oder euer NBB-System, wäre dann eigentlich schon schussbereit. Bedeutet, der Hammer arretiert in dieser Position schon. Aber nein, ihr müsst mit dem ganzen Hebel komplett rumfahren, das ganze Ding zurückprügeln, bis dann ganz, ganz hinten, am letzten Punkt, wird dann erst die Nozzle angesteuert und die Nozzle mitgenommen. Der ganze Weg zwischendrin ist einfach nur Quatsch und macht gar nichts. Da wird kein Hammer aufgezogen, da bewegt sich keine Nozzle, da passiert einfach nichts. Bedeutet, eigentlich sind 70% von diesem Repetierweg einfach nur Quatsch. So, und wie gesagt, dementsprechend bin ich jetzt hergegangen und habe hier eben an die Tablet Plate eben ein bisschen Kunststoff noch aufgeklebt, damit einfach die Nozzle deutlich früher angesteuert wird. Bedeutet, ich repetiere, und ihr habt es vorhin bei mir gesehen, ich repetiere, die Nozzle fährt direkt mit und bin dann hier bereits auf Anschlag. Bedeutet, ich muss nicht den ganzen restlichen Weg auch noch mit zurücklegen, damit überhaupt eine BB gefeedet wird. Weil dazu kommt nämlich der nächste Punkt. Aufgrund dieses ellenlangen Hebelsystems, wenn ihr schnell feuert, passiert es euch einfach häufig, dass ihr diesen Punkt ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr wollt einfach schnell schießen, ihr macht klack, klack, ihr drückt ab, der Schuss oder beziehungsweise der Hammer und das Gassystem löst aus. Es ist aber keine BB drin, weil ihr einfach den Hebel nicht komplett bis Anschlag vorgedrückt habt, da eben die Nozzle erst ganz am Schluss standardmäßig wirklich angesteuert wird. Also das finde ich nicht gut und hier hätte G&G oder hier könnte G&G auch gerne mal noch eine zweite Version von der Tablet Plate anbieten, um einfach diesen Repetierweg deutlich kürzer zu bekommen. Ja, manche finden es vielleicht realistisch, wenn sie da irgendwie einen halben Meter das Ding rumbiegen müssen. Andere mögen es aber halt gern kürzer. Wie gesagt, wäre geil von G&G, einfach nochmal eine andere Tablet Plate anbieten. Von mir aus gerne nochmal 5 mm länger, damit wir mit der Hand einfach nur klack, 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 klack. Wer einfach schnell spielen will und schnell repetieren will, sollte das in der LEV AR definitiv möglich sein. Wer es dann eher diesen langen Hebel haben möchte, gut, der lässt es halt dann Standard. Wie gesagt, wäre schön, wenn G&G hier noch eine Option anbieten würde. So viel zu dem Repetierweg. Wie gesagt, finde ich ellenlang. Der restliche Aufbau von den Internals oder die Qualität, schauen wir uns gleich im Detail an. So, das möchte ich euch mal noch ganz kurz zeigen, denn das hat mich eben ein bisschen gehatet hier. So, ihr habt hier innen drin quasi diesen Block liegen oder diesen Gasblock. Wie gesagt, da oben ist letztendlich das Gasventil drin, habe ich gerade schon alles angesprochen, Einlass, Auslass, bla bla bla. So, jetzt habt ihr aber hier vorne, diese kleine Nut. In dieser kleinen Nut sitzt diese Feder und die ist brutal straff. Also die bekommt ihr mit der Finger nicht mal zusammengedrückt. So, die sitzt da drin. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was da vorne drauf kommt. Richtig! Die tolle 5 mm Stahlkugel muss da vorne noch mit drauf.
Und jetzt werdet ihr euch denken, ja, wie soll denn das funktionieren? So, jetzt passt mal auf. Standardmäßig hat dieser Zinkblock, ist er hier vorne minimalst reduziert. Um circa ein Zehntel. Bedeutet, wenn ihr die Kugel einfach so reinlegt und von hinten ein bisschen drückt, werdet ihr feststellen, hey, die fällt ja gar nicht raus, die wird ja hier wunderbar gehalten. Da hat ja jemand mitgedacht, super. So, jetzt setzt ihr diese Feder hinten dagegen. Könnt ihr euch überlegen, was passiert, es macht Batsch und das Ding schießt nach vorne raus. Bedeutet, dieser Haltepunkt ist viel zu klein und die Kugel überdrückt einfach das Ganze. Und wenn das dann zweimal passiert, dann ist es noch ein bisschen weniger Material drauf und dann hält die Kugel irgendwann gar nicht mehr, dann fliegt sie euch die ganze Zeit raus. So, und das finde ich eben, da hätte man auch gerne hier vorne noch ein bisschen mehr Material mit hingießen können, damit eben nur die Kugelspitze quasi rauskommt, um dieses Klicksystem zu gewährleisten. Also für euch zu merken, wenn ihr das Ding wieder zusammenbaut und wenn ihr die Kugel nicht verloren habt, probiert erst gar nicht rum, dass ihr hier jetzt irgendwie die Feder da dahinter knallt. Das macht ihr mit dem Schraubendreher und dann sieht's gut aus und dann senkt ihr die Feder ab und dann schießt euch die Kugel nach vorne raus und im Regelfall findet ihr sie nicht mehr. Also die schießt dann wirklich durch das ganze Zimmer. So, dementsprechend habe ich mir jetzt eine andere Lösung einfallen lassen, um das Ganze zu montieren. Denn ich baue das Ganze einfach nur so zusammen und lege einfach nur die Feder hier rein. Bedeutet, ihr baut jetzt das ganze System wieder komplett zusammen, die Feder rein. Und wenn ihr dann später dazu kommt, um den Hebel einzusetzen, dann wiederum legt ihr von unten, dann haltet ihr das genau in dem Winkel, dass die Kugel quasi gerade auf der Feder aufliegt, so. Und dann setzt ihr nämlich später den Hebel von unten so dagegen, dass die Kugel hier direkt eben einhakt in so eine Führung. Wenn ihr hier mal herschaut, der Hebel, der hat hier eben solche Rundungen drin und dann drückt ihr euch den Hebel so rein, dass hier direkt die Kugel dann drin liegt. Und dann presst ihr den Hebel nach hinten und dann drückt es euch gleichzeitig nämlich auch die Kugel wieder rein. Wie gesagt, anders war es mir bei der Montage nicht möglich, diese kleine Kugel wieder im System zu verbauen oder im System zu installieren. Also verbaut sie erst zusammen mit dem Hebelmechanismus, dann funktioniert das Ganze deutlich benutzerfreundlicher. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Bauteile noch ganz kurz im Detail an. Schauen wir uns hier zunächst mal die Gearbox oder das innere Gehäuse an. Hier ist letztendlich wie bei einer Gearbox das Ganze letztendlich aus so einer Zink-Aluminium-Legierung gegossen. Von der Qualität her, gibt es nichts auszusetzen, es passt sauber rein, alles in Ordnung. Der einzige Punkt, was ich ein bisschen schade finde, ihr seht dann bei den Stellen, wo diese Gearbox oder das Gehäuse quasi sichtbar ist im Receiver, wurde das Ganze letztendlich nur ein bisschen lackiert. Also auch hier vorne seht ihr, wurde ein bisschen Lack aufgetragen und dadurch nutzt sich dieser Lack oder diese Beschichtung relativ schnell ab. Bedeutet, wenn ihr da ein paar Mal repetiert oder so oder halt durchladet, dann werdet ihr relativ schnell bei den Stellen, die halt rauskommen, sehr schnell Abrieb einmal feststellen, weil einfach der Lack weggeht. Und wie gesagt, ein bisschen oder hätte man vielleicht komplett irgendwie eloxieren können oder anders beschichten können, weiß ich jetzt nicht, oder komplett vielleicht durchbeschichten können. So würde halt wirklich, oder es wirkt einfach ein bisschen, nur das Nötigste gemacht, nennen wir es mal so. Wartet, ich zeige es euch mal im eingebauten Zustand. Bedeutet, so sitzt das Ganze drin. Und wie gesagt, der untere Bereich, der dann eben sichtbar ist oder rauskommt aus dem Receiver, das hier, da wurde halt ein bisschen Lack aufgetragen, damit da halt nicht die blanke Zink oder blanke Alu einmal durchkommt oder Zink-Alu. Wie gesagt, gut, kann man machen, kostet jetzt nicht die Welt, die Knifte, dementsprechend werde ich es gar nicht so kritisch ansprechen. Wäre vielleicht auch ein bisschen schöner gegangen. Aber wie gesagt, nichts Gravierendes. So, ansonsten im inneren Bereich brauchen wir auch nichts großartig ansprechen, ist nämlich nichts drin in dem Gehäuse. Auf der anderen Seite habt ihr dann eben gerade schon die Tappet-Plate gesehen, wegen dem Repetierweg, wegen dem Ansteuern. Die ist aus Polyamid Kunststoff gefertigt und wird hier einmal sauber über die Schraube gehalten. Und auch wenn der Hebel dann oder der Repetierhebel einmal verbaut ist, liegt euch die Tappet-Plate ebenfalls ein bisschen auf dem Repetierhebel auf. Bedeutet, die Tappet-Plate kann da auch nicht irgendwie kippen oder wegklappen und brechen oder so, sondern es wird hier einfach schön angesteuert. Wie gesagt, so, und die Vorwärtsbewegung, weil ihr euch jetzt denkt, die Tappet-Plate, jetzt ziehst du die da zurück, wie kommt denn die letztendlich wieder nach vorne in die Schussposition?
Das wiederum regelt G&G über den Fake-Verschluss oder über den Verschluss. Bedeutet, wenn dieser wiederum dann nach vorne gehebelt wird, sozusagen über die seitliche Ansteuerung, dann nimmt der quasi die Tablet Plate wieder mit nach vorne. Bedeutet, die nach hinten wird es eben über den Hebel aufgezogen, die Nozzle, und nach vorne in die Hop-Up-Kammer rein wird die Nozzle dann letztendlich über den Verschlussträger oder über den Verschluss hier innen drin. Bin ich mir nicht sicher, ob man nicht das Gas auch irgendwie hätte über den Verschlussträger leiten können, dass quasi die Nozzle mit dem Verschlussträger verbunden gewesen wäre. Wäre vielleicht technisch auch möglich gewesen, aber gut, G&G hat es halt von unten geregelt. Ist relativ wurscht. Der Verschlussträger ist übrigens komplett aus Zinkguss gefertigt, auch schön hohl innen drin, damit er nicht zu schwer wird, und hat eigentlich keine Funktion, bis auf den Hammer zu spannen, hinten über die Rundung und halt vorne dann hier über die Kante innen drin die Nozzle nach vorne, die Tablet Plate nach vorne zu schieben. Mehr macht das Ding jetzt nicht. Also ihr habt da keine Nozzle drin wie bei einer GBB oder sowas. Ihr habt da keinen Gasdruck innen drin anstehen an dem Ding. Nein, das ist letztendlich einfach nur ein Steuerteil, kann man eigentlich sagen. Hier seitlich sollte dann, ihr seht es auch bei mir, ich habe überall ein kleines bisschen Fett aufgetragen, denn bei der ersten Demontage ist mir aufgefallen, dass doch viele Bauteile sehr trocken waren. Gerade eben Tablet Plate innen drin, die Führung war relativ trocken, die Führungen hier oben drin für den Verschluss waren komplett trocken und auch die Auflagefläche hier, wo später der Hebel reinläuft, quasi hier, war auch alles komplett trocken, hier die Fläche. Dementsprechend seht ihr vielleicht bei mir, ich habe einfach überall ein kleines bisschen Fett aufgetragen, denn an solchen beweglichen Stellen schadet Fett natürlich nicht, wenn man es nicht übertreibt. Also hier, wie gesagt, vom Preis her, ja, ist in Ordnung, viel dran ist aber definitiv nicht. Genauso eben auch das gesamte Überleitungsteil hier oder quasi der Gastank mit dem Ventil oder Gasüberleitungsteil nenne ich es einfach mal. Oder nennen wir es Ventilblock. Ventilblock ist ein cooler Name dafür. Auch der ist komplett eben aus Zinkguss gefertigt und dann habt ihr hier oben drin einfach ein Standard GBB-Ventil, was reingeschraubt wurde, was dann letztendlich den Druck, seht ihr sogar die Steuerleitungen hier rein, wird geöffnet, geht durchs Ventil durch, da vorne wieder raus. Also auch hier letztendlich ein ganz normales Gussteil, was auch hier letztendlich einfach nur in dem System später drin liegt unten. So, Stahlteile findet ihr hier keine vor, also wirklich nichts ist da drin aus Stahl. Auch übrigens der ganze Repetierhebel ist auch komplett aus Zink gefertigt. Seht ihr auch hier die Beschichtung, wo halt die Kugel entlang fährt, nach ca. 500-600 Schuss. Ja gut, da reibt es halt ein kleines bisschen. Ist letztendlich überall, wo Reibung entsteht, reibt sich irgendwo mal die Farbe runter, braucht man nicht großartig ansprechen. Auch die Nozzle ist speziell und hier möchte ich eben einen Punkt ansprechen, Energieabgabe. Wenn ihr euch die Nozzle anschaut, die ist aus Messing gefertigt, das passt, 2 O-Ringe, läuft dann später hier vorne in diesem Block. Auch hier natürlich ein bisschen Fett aufgetragen, seht ihr, damit die O-Ringe nicht trocken laufen. So, läuft hier einmal drin und dann dichten die O-Ringe sauber ab. Könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie bei einer AEP der Zylinderhead. Da habt ihr auch quasi oben die Nozzle, die sieht dann ähnlich aus, die hat dann auch solche Einlässe. Bedeutet, wenn die dann in Schussposition ist, geht der Druck von unten quasi rein in den Block, dann ist innen drin eine Öffnung, wo dann letztendlich der Gasdruck in die Nozzle rein kann und nach vorne wieder rausgeflutet wird. So, aber hier eben der Punkt, wenn ihr euch jetzt die Nozzle mal anschaut und auch G&G hat mich vorher gefragt, welche Version ich haben möchte, mit wie viel Energie. Und dann habe ich gesagt, na, schick halt mal die mit der höchsten Energie her. Und dann steht hier auf der Nozzle steht irgendwas mit 2,7. Ich weiß jetzt nicht genau, für was das 2,7 steht. Das ist aber die Nozzle mit der höchsten Energieabgabe. Und wenn man sich das jetzt aber mal anguckt, selbst mit einem Redgas mit 0,3 oder 0,32 Gramm BBs bei so einer Lauflänge, finde ich, kommt ein bisschen wenig Druck aus der Hütte raus. Bedeutet, bei so einer Lauflänge und so einem starken Gas bekommt ihr bei anderen Kniften teilweise zwar ohne Probleme 2,3, 2,5 Joule raus. Und bitte nicht wieder falsch verstehen, ich brauche keine 2,5 Joule. Nein, mir geht es hier rein um den Vergleich vom Gas her, wisst ihr? Weil wenn ich wirklich mit Redgas irgendwo bei 2,3, 2,5 Joule liege, dann wiederum kann ich ein schwächeres Gas verwenden oder dann wiederum hätte man natürlich auch das Ganze von der Effizienz besser optimieren können.
Also so strömt natürlich eine Menge Gas raus, aber es kommt ein bisschen wenig Energie letztendlich aus der Mündung raus, muss man sagen. Okay, brauchen wir von den Internals noch irgendwas anderes ansprechen? Ich glaube nicht, ne? Auch der Hammer ist alles komplett aus Zinkguss gefertigt. Ja, das soll es gewesen sein. Vielleicht noch einen kleinen Punkt zum Gastank. Die Dichtung hat G&G wieder sehr gut gemacht, muss ich sagen. Nur eben die Aufnahme nicht ganz so geil. So, hier wie gesagt Bodenplatte vom Gastank. Ihr habt hinten auch die Pick-Rail dran, eben um Schäfte zu montieren. Oder andere Schäfte zu montieren. So, und das ist eben die Bodenplatte von dem Gastank mit eurem Einfüllventil. Und wo man G&G immer wieder loben muss, das sind einfach die Bodendichtungen. Auch hier, wenn ihr euch schaut, sie haben eine extra Dichtung letztendlich entwickelt für genau diesen Gastank. Bedeutet, die Dichtung passt perfekt einmal hier hin und dann sitzt das Ganze so hier hinten einmal dran. Wird dann letztendlich von hier hinten geschraubt. Also hier habt ihr eine Schraube drin, dann wird der Boden quasi hingeschraubt und zusätzlich nochmal mit Stiften dann quasi verpresst. Bedeutet, wenn das Ding irgendwann mal undicht sein sollte, dann könnt ihr ganz easy diese Dichtung hier austauschen oder gegebenenfalls Dichtung dran lassen und vielleicht eine dünne Lage PTFE-Band noch außen rum machen. Aber wie gesagt, finde ich schön oder ist löblich bei G&G, dass sie eben hier eine spezielle Dichtung für diesen Gastank machen. Andere Hersteller, die wieder Geld sparen möchten, die hätten euch da jetzt einfach einen Ohrring außen rumgezogen. Der wäre dann, keine Ahnung, nach einem halben Jahr undicht gewesen, hätte abgeblasen und hätte ihn dann ersetzen können. Also hier immer schön, wenn speziell passende Dichtungen für das System gefertigt werden. Einen kleinen Nachtrag noch zum Thema Verschleiß habe ich leider gerade vergessen anzusprechen. Wie gesagt, ich habe jetzt circa, lasst mich überlegen, vielleicht 600, 700 Schuss durch, nicht mehr. So, und jetzt habe ich euch aber vorhin gesagt, wie gesagt, das ist alles so eine Aluminium-Zink-Legierung und auch die Aufnahmen unten ganz normal Zink-Alu. So, hier innen drin läuft aber natürlich die ganze Zeit der Repetierhebel. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, hier reibt's, da reibt's, hier schleift's, was aber noch viel gravierender ist. Warte mal, kann ich das irgendwie einfangen? Wenn ihr euch mal die Bohrungen hier innen drin anschaut, selbst hier innen drin schleift's und reibt's. Also ich bin mir nicht ganz sicher und vermutlich werdet ihr in diesen Pin hier, in den hier werdet ihr vermutlich irgendwann mal ein bisschen Spiel reinbekommen, denn es sieht so aus, als würde es hier innen drin die ganze Zeit ein bisschen scheuern und reiben. Im besten Fall halt den Hebel immer ein kleines bisschen, ja, ein bisschen gefettet lassen, damit er da innen drin, ja, wie gesagt, ein bisschen geschmiert ist. Na komm, geh rein jetzt. So. Wisst ihr, dass der einfach ein kleines bisschen geschmiert ist, weil der arbeitet sich halt, oder könnte sich sonst hier die ganze Zeit ein bisschen einarbeiten und einreiben. Oder ja, einarbeiten. Dementsprechend ein bisschen Fett hin und gut ist. So Leute, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der leider keinen Spaß macht und das ist das ganze Ding wieder zusammenzubauen. Ich habe auch bei der ersten Montage, ich habe mir alles mehrfach angeguckt und anders probiert von den Schritten her. Ich habe für mich selbst noch keinen Weg gefunden, wie das Ding wirklich ja, einfach zu montieren geht. Also es ist alles irgendwie immer ein bisschen wurstig. Ich muss mal alles irgendwie mit 3000 Händen festhalten. Also wie gesagt, ich zeige es euch einfach mal, wie es ich jetzt mache oder wie ich es jetzt mal probiere. Vielleicht fällt euch selber noch irgendwie was ein, wie ihr irgendwie vielleicht einen Schritt anders machen könnt, damit es ein bisschen leichter wird. Also zunächst mal hier unten klar Abzug und der Hebel, hier unten die kleine Feder dran, Beinchen drücken gegen die Hebel und auch gegen den Abzug natürlich. Dann setzt ihr diesen Gasblock mit dem Ventil ein, zusammen mit der Nozzle, kommt hier oben einmal drauf und da aufpassen, dass eben die Feder und der Abzug unten nicht wieder rausspringt. So, schauen, dass das hier einfach, das liegt alles einfach nur drin, das wird also nicht gehalten oder so, sondern es liegt alles nur, ja, das liegt alles nur so drin. So, jetzt würde ich sagen, wir machen gleich mal den Hebel rein von unten. Den setzen wir einfach mal so ein, dass quasi die Kante hier, weil die ist höher, wenn der von der Seite her schaut, dass die Kante einfach mal da in der Gearbox drin ist. Denn ihr könnt den Hebel von unten später relativ schlecht wieder einsetzen. Na, obwohl, das könnte vielleicht sogar gehen, wenn wir dann später mit dem so hergehen. Ja, das könnte funktionieren, wenn die Tappetplate nicht im Weg ist. Das könnte funktionieren. Schauen wir einfach mal. Okay, warte, wir probieren es mal andersrum. Wenn ich jetzt quasi das hier einbauen würde. So, jetzt da aufpassen, dass die Tappetplate da oben an der Nozzle arretiert. Bedeutet ein bisschen
schräg herdrehen das Ganze und dann absenken. So, dann wäre das Ganze so, die Tablet Plate ist eingehakt, die Nozzle wird angesteuert. Okay, so, aber jetzt da glaube ich, bekomme ich den, soweit mir noch bekannt ist, nicht mehr rein, ne? Ja, genau, egal wie ich ihn drehe. Genau, weil auf der einen Seite würde ich vorbeikommen. Ach, der blöde Sicherungsteil. Auf der einen Seite würde ich vorbeikommen, auf der anderen Seite komme ich wegen dem Nupsi, komme ich dann nicht mehr vorbei. Das ist, wisst ihr, wenn ich einfach den Hebel jetzt von unten da reinschieben könnte, dann wäre das super einfach, aber irgendwie will das nicht. Ich kann ihn auch jetzt hier nicht irgendwie wegrotieren oder wegdrehen. Na, jetzt klappt es mir die Gearbox auf. Ne, ist wurscht. Komm, dann schieben wir jetzt einfach den Hebel da rein. So, dass der erst einmal so weit drin ist. So, jetzt ist wieder irgendwas ausgehakt. Ja, genau, wahrscheinlich an der Tablet Plate hängt das Ganze wahrscheinlich. So, aber jetzt haben wir das nächste Problem. Jetzt bringe ich wahrscheinlich... Ja, genauso war es nämlich auch bei der ersten Demontage. Weil jetzt, wenn der Hebel drin ist, bekomme ich den Verschlussträger nicht mehr rein, weil natürlich das Teil hier seitlich arretieren muss. Bedeutet, wir nehmen das Teil jetzt nochmal runter und setzen jetzt direkt in diese Aussparung den Verschlussträger noch ein. Dann schieben wir das alles ein bisschen nach hinten, dass die Nozzle frei wird. Quasi so. Und jetzt können wir nämlich die Nozzle vorne einhaken. Vielleicht zuerst, nee, oder? Na komm, machen wir gleich. Nee, machen wir später. Ich wollte gerade sagen, wir setzen erst diesen kleinen Sicherungsschieber rein. Aber der fliegt uns dann eh gleich wieder raus. Deswegen lassen wir ihn erstmal noch weg. So, das muss dann in die Führung. Das passt. Und jetzt da, wie gesagt, jetzt setzen wir das einfach mal so ein. Tablet Plate ein bisschen runterdrücken und eben den Verschlussträger noch mit rein. Und dann schauen wir erstmal, dass das da vorne alles passt und machen uns da vorne erstmal leicht die Schraube rein. Wie gesagt, die schraube ich mir jetzt einfach mal nur handfest zu, obwohl eigentlich vorne schon alles sehr gut aussieht, auch alles plan ist. Hier, den kann ich auch schon bewegen. So, der sitzt jetzt auch schön drin. Das passt. Hier ist jetzt auch alles plan. Bedeutet, wir können hier die Schraube auch gleich mal reinmachen. Auch die machen wir nur ganz leicht rein, noch nicht fest, denn wir müssen jetzt von... Ach so, die Feder müssen wir noch einsetzen. Da können wir danach auch noch. Machen wir erstmal den Hammer. So, und jetzt wird es eben ein bisschen, jetzt müssen wir das ganze Ding gut zusammendrücken, umdrehen. Jetzt habt ihr hier das Loch für dieses Teil hier. Bedeutet, ihr müsst das Ding mit der Pinzette jetzt nach innen irgendwie schieben und dann da reinlegen. Bedeutet, ich drehe sie mir so her, nehme eine Pinzette, nehme diesen Sicherungshebel und setze mir den hier innen rein. Denn dieser wird jetzt wiederum über den Hammer gehalten. Bedeutet, wir nehmen den Hammer jetzt her und ihr habt seitlich neben diesem Zinkguss-Gasblock, wo das Ventil drin steckt, da habt ihr so einen kleinen Schlitz und genau in diesen Schlitz muss diese Hebelstange hier rein. Quasi so rum jetzt reinschieben und gleichzeitig müsst ihr aber auch jetzt hinten eben die Schrauben noch nicht zuziehen, denn ihr müsst jetzt wieder ein bisschen aufhebeln, damit ihr mit diesem runden Bobbel hier quasi durchkommt. Ansonsten, wenn ihr es nicht hochhebt, kommt ihr mit dem Hammer nicht mehr rein. Bedeutet, wir schieben das jetzt erstmal ganz vor den Verschluss. So, dann muss das da hinten rein. So, da. Genau, und wir müssen eben aufpassen, dass uns eben dieser kleine Sicherungshebel da nicht mehr rausfällt. So, seht ihr, jetzt ist das Loch schon mal bündig. Da stecken wir uns gleich mal eine Schraube rein, damit es nicht wieder rausfliegt. So, schrauben wir auch noch nicht fest, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, was wir da gebaut haben. So, das passt. Und eben hier seitlich ist jetzt eben dieser kleine, dieses Dreieck, dieser Sicherungshebel da drin. Wie gesagt, da aufpassen. So, wir haben es noch nicht ganz fest, denn jetzt da klappen wir das Ganze nochmal auf, so weit wie es geht. So Leute, jetzt wird's wurstig. Ich versuche das jetzt mal irgendwie, wartet mal, wie machen wir das am besten? Stellen wir einfach mal da scharf. Also ihr seht jetzt hier innen drin diesen Kanal. Bedeutet, ich nehme jetzt eine Pinzette und setze mir hier erstmal die Feder rein. So, und jetzt wird's, wie gesagt, echt mega nervig. Jetzt braucht ihr Geduld und gute Nerven, denn zu 90% fällt euch die Kugel jetzt wieder von der Feder runter. Wenn es blöd läuft, fällt sie ins Gehäuse rein. Und wenn es noch blöder läuft, bleibt die Kugel da irgendwo drin hängen und ihr dürft den ganzen Mist wieder auseinanderbauen.
Also, setzen wir die Kugel vorsichtig auf diese Feder auf. Ja, genau. Wie gesagt, ich kann das jetzt wahrscheinlich vor der Kamera einfach nicht zeigen, aber vorsichtig die Kugel auf die Feder auflegen, sodass sie drauf ist. Und jetzt da mit dem Hebel so drauf, dass die Kugel reingedrückt wird. So, das ist jetzt der Fall. Und dann am besten gleich mit dem Pin einmal sichern. So. Okay. Klick, klick, funktioniert. Jetzt haben wir dann eben den nächsten Punkt, aber wir müssen jetzt den Hebel eben nochmal wegmachen, denn sonst bekommen wir das ganze Teil nicht in den Receiver rein. Also müssen wir es eh nochmal rausmachen. Hätte ich mir eigentlich sparen können, cool. Egal, also schrauben wir es erstmal kurz fest. Sämtliche Schrauben rein, da hinten die kleinen nicht vergessen. Und alle Schrauben natürlich anziehen oder festziehen. So, dann setzen wir das Ganze in den Receiver rein und jetzt muss eben, wie gesagt, der Pin wieder raus, denn der Pin passt gar nicht ins Gehäuse. Mist. Also, wenn ihr schlauer seid wie ich, spart euch das, macht den Pin und die Feder noch nicht rein, sondern setzt das Ganze erst ein, wenn das Ganze im Receiver dann letztendlich ist. Also ich ziehe den Pin nochmal raus. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass mein Hebel nicht irgendwie wegklappt und die ganze Kugel wieder rausspringt und die Feder rausspringt. Dann muss jetzt der Hammer gespannt werden. Und dann fädeln wir das Ganze so im Receiver ein, dass wir da hinten quasi dass wir da hinten vorbeikommen. So. Und dann müssten wir das eigentlich absenken können, wenn es nirgendwo hängt. Jetzt da, jawohl. Und dann ganz schnell den Pin wieder rein. Wieder ein bisschen ausrichten. Jetzt da. So, Halleluja. Jetzt haben wir alles geschafft. So, ganz schnell festschrauben, damit ja nichts mehr auseinanderfliegt bei dem Ding. Gut, Leute, dann fehlt abschließend eigentlich nur noch Lauf- und Hop-Up-System. Da habe ich euch vorhin schon bei den technischen Daten gesagt, es ist ein sehr guter Innenlauf bereits drin verbaut. Von G&G ein 603er, vom Innendurchmesser 425 mm in der Länge und von der Qualität wirklich klasse. Lauffenster ist Standard 5 mm, Standard AEG, wie gesagt. Vorne nochmal mit so einem kleinen Zentrier-O-Ring außenrum. Und auch die Phase vorne, nicht einfach nur der Inner quasi abgedreht oder abgedreht und ganz leicht entgradet, sondern schöne lange Phase oder eine schöne Krone drin, die sich fast bis hier hinten aufzieht. Bedeutet, das ganze überschüssige Gas, was sich hinter der BB sammelt, wenn einfach zu viel rauskommt, kann quasi um die BB abgeführt werden und beeinträchtigt dementsprechend die BB nicht beim Austreten aus dem Lauf. Also hier wirklich ein klasse Lauf. Und wie vorhin auch schon angesprochen, alle Standard AEG bedeutet, ihr habt ja absolut keine Limitierung, was Thema Lauf- oder Hop-Up-System angeht. Und das finde ich gerade bei so einer Gasknifte, finde ich das einfach klasse. Also null Limitierung. Der Lauf ist klasse, lasst das Ding bloß drin. Wenn ihr da irgendwann mal einen Edelstahllauf euch gönnen möchtet,
dann auch nur, wenn das Ding hier oder der Standardlauf so arg verschmutzt innen drin ist, so viele Rückstände von den BBs hat und ihr bekommt ihn nicht mehr sauber. Dann macht ein Edelstahllauf Sinn. Erwartet aber bloß nicht, dass ihr jetzt hier einen Edelstahllauf euch reinmacht mit 603 und auf einmal schießt das Ding 10 Meter weiter. Das ist absoluter Blödsinn. Also Edelstahllauf rein, wenn der verdreckt ist und ihr diesen nicht mehr reinigen könnt oder nicht mehr sauber bekommt. Dann könnt ihr wechseln, ansonsten lasst das Ding bloß drin. Also guter Innenlauf bereits out of the box. Auch die Hop-Up-Kammer haben wir uns schon öfters angeschaut. Auch hier Standard AEG Hop-Up-Kammer von M4, M16 Systemen oder AR15 Systemen. Dementsprechend auch problemlos kompatibel zu anderen. Wollt ihr jetzt irgendwie eine Max reinmachen, wollt ihr eine Neptune reinmachen oder whatever. Einfach reinzimmern, ist problemlos kompatibel zu der Lever. Feiere ich. Die Standard-Hop-Up-Kammer ist aber ebenfalls sehr, sehr gut und muss auch nicht getauscht werden, denn es ist eine sehr gute Rotary-Hop-Up-Kammer, welche sich letztendlich über Klicks einstellen lässt. Hier ist das einzige Manko eben dieses Klicksystem. Ich bevorzuge gern Hop-Up-Kammern, welche frei zum Einstellen sind oder stufenfrei zum Einstellen sind. Die sind dann noch ein bisschen feinfühliger wie über dieses Klicksystem. Denn wenn es ganz, ganz blöd läuft, erwischt ihr genau eine Position zwischen etwas zu wenig Hop und ein kleines bisschen Überhoppen. Also wie gesagt, da ist so eine freiläufige, feier ich ein bisschen mehr. Aber ansonsten sehr, sehr gute Hop-Up-Kammer, out of the box bereits drin verbaut. Und auch der Tensioner kann sich sehen lassen von G&G. Hier bereits ein 5 mm Tensioner mit einem Radius, also ein konkaver Tensioner. Bedeutet, auch hier muss man jetzt nicht mal irgendwie hergehen, wenn man sagt, man möchte einfach mehr Kugelgrammatur spielen. Man muss nicht mal den Tensioner wechseln, nur letztendlich das Bucking. Denn hier geht G&G wieder auf ihr Standard, auf dieses V-Shape oder Becks Bucking, was wir schon kennen, mit 60 Shore, mit diesen beiden Nupsis als Patchfläche innen drin. Wie vorhin oder wie am Anfang beim Thema Hop-Up schon angesprochen, Reichweite fand ich jetzt mit 0,3 Gramm und Red Gas am besten. 0,32, 0,36, auch 0,4 habe ich getestet, haben aber immer etwas weniger Reichweite gehabt. Bedeutet, man hat gedreht und noch mehr Hop und noch mehr Hop und noch mehr Hop. Das langt euch einfach nicht mehr aus. Da ist das Bucking nicht dafür ausgelegt, muss es aber auch nicht. Wenn man so schwere BBs unbedingt verwenden möchte, braucht man erstmal natürlich ein Magazin, was solch schwere BBs auch hochdrücken kann. Da hat aber zum Beispiel das kleine hier absolut gar keine Probleme damit. Und dann braucht ihr halt ein Bucking, wo genügend Reibung oder Bremswirkung erzeugt. Da langt das G&G leider nicht ganz aus. Aber sind wir ehrlich, mit so einem Teil, mit so einer Lever-Action 0,3, 0,32, denke ich, ist doch okay, oder? Ich meine, wie gesagt, wenn ihr mehr wollt, ganz normales AEG-Bucking rein, von mir aus irgendwie ein R-Hop-Bucking oder ein gescheites Flat-Hop mit einer großen Patchfläche. Einfach Bucking tauschen, dann könnt ihr auch den Original-Tensioner von G&G problemlos weiter verwenden. Ihr kommt hier also sehr, sehr günstig an eine Optimierung ran. Wie gesagt, Bucking 4 Euro oder 7 Euro, Maple Leaf ist ja wurscht. Wie gesagt, dazu bestellen oder gleich mit einbauen lassen oder whatever, wenn ihr unbedingt so schwere BBs verwenden wollt. Sagt ihr okay, 0,3, 0,32 für mich ausreichend, dann lasst ihr das System genauso, wie es kommt, ballert da euer Gas rein und let's fetz. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Kleines, relativ kompaktes Review über die Lever von G&G. Jetzt möchte ich abschließend natürlich wieder ein kleines Fazit mit euch durchsprechen. Natürlich, wir hätten das Review noch weiter in die Länge ziehen können, noch ein paar unnötige Informationen mit reinballern können. Habe ich mir diesmal gespart, denn viele Sachen sind natürlich Standard. Wie gesagt, wie der Vorderschaft da aufgeschraubt ist wie bei einer AEG, braucht man nicht 5000 Mal durchsprechen. So, also sprechen wir das Fazit durch und auch das Fazit auf das Wichtigste nochmal komprimiert oder zusammengefasst. Ein ganz großer Pluspunkt und warum sich die meisten Leute das Teil auch kaufen werden, ist natürlich das Design bzw. der Style. Ich meine, Leute, wo bekommt ihr denn als Airsoft-Modell einen Unterhebelrepetierer in modern mit M-Lock-System mit so einem geilen Schaft hinten dran? Sucht man leider vergebens. Also da ist auch G&G, glaube ich, soweit mir bekannt, ziemlich der einzige Hersteller, der wirklich so ein geniales Teil auf den Markt schmeißt. Es gab ja mal diese A&K NBB, die war auch ein bisschen auf modern gemacht. G&G übertreibt halt hier komplett und liefert echt ein unheimlich geiles Modell ab, was auch noch AEG Hop-Up-Kammer hat, AEG Magazin und auch noch als NBB. Also wie gesagt, ziemlich geil. Style gebe ich einen Pluspunkt. Sehr, sehr schön G&G, endlich mal wieder ein bisschen was Ausgefallenes auf den Markt gebracht.
So, der nächste Pluspunkt auf meiner Liste ist dann Thema Hop-Up. Jetzt habe ich gerade schon angesprochen, ich feiere es einfach, es ist eine Standard-AEG Hop-Up-Kammer und wir haben keine Limitierung. Passt uns das Original-Bucking nicht, weil wir der Meinung sind, wir können nochmal 30 Meter mit dem anderen Bucking mehr schießen. Ja, dann machen wir einfach ein anderes AEG-Bucking rein für ein paar Euro, Sache ist erledigt. Also hier nicht alles wieder das Rad neu erfunden, sondern bewährte Sachen einfach reingebaut und es funktioniert einfach. Also wirklich super. Original Hop-Up-Kammer von G&G, die Polyamid-Kammer, klasse. Auch der Tensioner ist super und das Original-Bucking, so wie die Knifte kommt, ist am besten für 0,3 bis 0,32 Gramm BBs geeignet. Und das Ganze mit einem 150 PSI Elite Force Gas oder mit einem Nimrod Red. Wo ihr dann aufpassen müsst, aber sprechen wir dann später an, wenn ihr weiter runter geht vom Kugelgewicht oder wenn ihr schwächere Gase verwendet. Wie gesagt, da gibt es ein paar Punkte, da sprechen wir gleich drüber. Aber hier auf jeden Fall Thema Hop-Up, so wie das Teil schießt, so wie die Hop-Up-Kammer aufgebaut ist. Wie gesagt, Standard AEG, einfach klasse. Wenn ihr Bock habt und zu viel Geld habt, ja, dann macht euch halt eine Alu-Hop-Up-Kammer rein, würde ja auch problemlos funktionieren. Also Kompatibilität und Reichweite, so wie das Ganze standardmäßig kommt, klasse, gebe ich einen Pluspunkt. So, nächster Pluspunkt auf den Spickzettel, gucken, was habe ich mir noch notiert. Die Verarbeitungsqualität braucht man, glaube ich, bei G&G nicht mehr ansprechen. War, glaube ich, bei jedem Review von G&G bis jetzt. Oder nee, eine hat man mal, da hatten sie sich einen Schnitzer geleistet. Das war aber auch nichts Weltbewegendes. Ansonsten ist eigentlich G&G durch die Bank weg von der Verarbeitungsqualität einfach klasse. Wie gesagt, da passt einfach alles wie Arsch auf Eimer. Die Übergänge sind immer sauber. Ihr habt nicht irgendwo mal ein paar Kratzer oder Schrammer oder Macken drin oder sowas. Ist halt ein Hersteller aus Taiwan. Wie gesagt, kosten meistens ein kleines bisschen mehr. Aber die Qualität ist wirklich, wirklich super. Ein Punkt, den ich vorher nicht im Fazit mit aufgenommen habe, wo man sich ein bisschen damit anfreunden muss bei G&G, das ist die Beschichtung. Hier vorne am Vorderschaft, da geht's noch, das müsste eloxiert sein, also relativ glatt von der Oberfläche her, das fühlt sich schön sauber an. Aber die Receiver bei G&G, vielleicht könnt ihr es auch von der Seite, wenn das Licht ein wenig drauf scheint, ein wenig erkennen, die Receiver sind dann immer gepulvert und sehr, sehr rau gepulvert. Und es ist erstmal schön, weil es sich von der Haptik her geil anfühlt und schön griffig ist, so arg aufgeraut. Aber das ist dann so grobkörnig von der Oberfläche, dass wenn ihr da mal drüber putzt, dass ihr teilweise vom Lappen oder vom Lumpen die ganzen Fasern teilweise da noch mit drin hängen habt in der Oberfläche. Zum Beispiel habt ihr standardmäßig hier seitlich so einen riesengroßen fetten G&G Aufkleber drauf. Den müsst ihr erstmal runterpopeln und dann nehmt ihr am besten vorher einen Föhn und macht den Aufkleber heiß. Denn wenn ihr das nicht macht, so wie ich, habt ihr dann die richtig schönen Kleberreste alle auf dem Receiver. Dann müsst ihr mit WD-40 das Zeug runterputzen und dann ist aber die Beschichtung so grobkörnig oder so rau, dass ihr dann lauter so weiße Punkte und ja so Schliere irgendwie in der Oberfläche drin habt. Also ich musste da fast eine Viertelstunde rumschrubben, dass ich das Ding wieder einigermaßen sauber bekommen habe. Wie gesagt, kleiner, ganz, ganz klitzekleiner Punkt bei der Beschichtung, was man beachten muss, aber absolut nichts Gravierendes. Wie gesagt, fühlt sich qualitativ sehr, sehr gut an und auch auf die gesamte Verarbeitungsqualität gebe ich einen Pluspunkt. Ich habe es euch gesagt, einen einzigen Punkt, wo man den Verschleiß relativ zügig ein bisschen sieht, aber Leute, das ist ein Spielgerät, wenn da mal ein paar Kratzer drin sind, interessiert letztendlich keinen. Und zwar der untere Bereich, natürlich alles aus Zinkguss gefertigt, aber auch hier innen drin sieht man dann das Gehäuse und da sind sie einfach mit der Sprühdose irgendwie drüber. Und genau diese Stellen, die nutzen sich deutlich schneller ab, natürlich wie deutlich schneller ab wie jetzt eine Eloxalschicht oder wie jetzt eine Pulverbeschichtung. Also da hätten sie vielleicht auch irgendwie da unten nochmal so ein Blech einarbeiten können oder den Receiver irgendwie unten nochmal schließen können. So sieht man halt da unten, ja, dass es halt ein anderes Bauteil ist und ein anderes Material und nicht so geil beschichtet ist. Aber auch das, wie gesagt, meckern auf einem extrem hohen Niveau. Letztendlich nur für die Leute, die es wieder interessiert. Aber ich gebe dennoch auf Punkt Verarbeitungsqualität einen Pluspunkt, denn ansonsten ist alles tippitoppi. Der Griff ist schön, wie gesagt, gibt es noch eine Reinforced-Version, der Schaft, Vollmaterial, Polyamid, Kunststoff, schön solide, alles tipptopp, ein Pluspunkt Verarbeitungsqualität. So, der nächste Pluspunkt, den spreche ich jetzt einfach mal an, aber ihr müsst auch wieder aufpassen, wegen Gewährleistung selbstverständlich, aber auch je nach Bundesland. Thema HPA-Tappen bedeutet, ihr habt hier unten natürlich ein ganz normales GBB-Einfüllventil, Adapter auf HPA-Anschluss und ihr könnt das Ding problemlos mit dem Regulator
und mit der HPA-Flasche betreiben. So, jetzt gibt es manche Bundesländer, wo die Waffenbehörden sagen, ja, nee, das ist in Ordnung, weil ist ja letztendlich Antriebsart wird ja nicht geändert, ob ihr jetzt mit Propan oder mit Druckluft, das scheißegal ist, letztendlich das Gleiche. Andere Behörden oder andere Waffenbehörden, ich glaube sogar Baden-Württemberg ist es, glaube ich, und Thüringen, bin ich mir nicht mehr sicher, die sagen, nee, dann braucht man eine Neuabnahme. Also was total gesponnen ist. Also wie gesagt, wer eh schon HPA spielt und das Ding mit HPA betreiben möchte, sehe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil, damit würde das Modell vermutlich sogar noch mehr Spaß machen. Gewährleistung geht dann natürlich flöten, sollte jedem klar sein. Also wenn dann irgendwas bricht und kaputt geht, ja, seid ihr selber schuld. Also HPA-Option. So, und der letzte Pluspunkt auf meiner Liste, da kommen wir jetzt eben nochmal zu dem Punkt mit den Gassorten. Das ist die unheimlich gute Effizienz, was das Ding hat. Bedeutet, selbst wenn ihr ein Midcap-Magazin von der AEG ranballert, könnt ihr das, je nach Größe, im Regelfall mit einem Gastank leer knallen. Bedeutet, ihr bekommt je nach Gassorte zwischen 100 und bis zu 160, 150, 160 Schuss mit einer Gasfüllung raus. Und das ist extrem gut, muss ich sagen. Also Effizienz hervorragend, ein Pluspunkt. Nur eben, wie angesprochen, achtet darauf, das ist nicht bei jeder Gassorte der Fall. Je schwächer das Gas ist, desto schlechter wird die Effizienz. Habe ich euch kurz versucht zu erklären. Der Hammer oder der Hahn schlägt halt aufs Ventil immer mit der gleichen Masse drauf. Und wenn ihr jetzt ein schwaches Gas drin habt, dann öffnet das Ventil deutlich mehr und entlässt mehr Gas, wie wenn ihr jetzt ein stärkeres Gas habt und das Ventil einfach mehr Gegendruck hat und dementsprechend auch wieder schneller schließt. Also mit starken Gassorten, Red Gas 150 Elite Force, bekommt ihr deutlich mehr Schuss raus, wie wenn ihr jetzt ein schwaches Gas verwendet oder ein Green Gas verwendet, halt so ein Protech oder Nimrod Green oder whatever. Also hier ein bisschen darauf achten. Und dementsprechend muss man leider auch ansprechen, ich sehe jetzt da kein Problem, wenn das Ding mit Red Gas 1,8 bis 1,9 Joule hat. Darf man auf vielen Feldern so spielen. Es gibt aber natürlich auch Felder, wo maximal 1,5 Joule erlaubt ist. Und dann seid ihr darauf angewiesen, im Regelfall ein schwächeres Gas zu verwenden, wenn ihr die gleiche Nozzle drin habt, die High Velocity Nozzle wie ich. Ja, und dann seid ihr von der Effizienz schlechter. Bedeutet in diesem Fall wiederum, überlegt euch, ob ihr nicht die Nozzle tauscht und eine kleinere von G&G reinmacht oder mit einem dünneren Innendurchmesser. Dann geht eben die Effizienz oder dann gleicht sich das Ganze wieder ein bisschen aus. Und wie gesagt, hier Thema Gas ist eh bei GBBs oder bei NBBs eh immer so ein Ding, bisschen beachten. Aber geil, Effizienz aus dem Ding, hervorragend. So Leute, kommen wir zu den Neutralpunkten. Mein allererster Neutralpunkt, und das ist allgemein ein bisschen Thema Länge und Ergonomie. Und ja, ich bin nicht der Größte. Ich weiß aber nicht, ob das bei größeren Personen besser wird mit dem Teil. Ich meine, ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen. Der erste Punkt, den man ansprechen muss, ist eben der Augenabstand, wenn ihr ein LPVO oder ein ZF verwenden möchtet. Dann seid ihr im Regel mit dem Auge oder mit der Wange, seid ihr viel zu weit hinten. Das haut nicht hin. Bedeutet, ihr müsstet dann hinten Flip aber auf jeden Fall weg. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr so weit wie möglich mit dem LPVO hinterkommt, da die Wange einfach viel zu weit hinten ist. Bisschen beachten. Macht ihr euch einen Rotpunkt drauf, ist das egal. Wie gesagt, da könnt ihr gern da hinten hinzömpeln mit der Wange, spielt keine Rolle. Nur bei einem ZF oder bei einem LPVO Augenabstand beachten. Und eben die Länge, wie schon angesprochen, für kleinere Personen hätte man vielleicht den Schaft auch noch zum Einstellen machen können, standardmäßig vielleicht 30, 40 mm kürzer hier und dann die Schaftkappe oder die Schaftkappe hinten zum Einstellen. So hätten kleinere Personen ihren Spaß damit gehabt und größere Personen hätten das Ganze eben einstellen können. Wie gesagt, so ist das Teil für kleinere Personen fast ein bisschen zu lang oder fast von der Ergonomie her nicht ganz optimal. Und eben der Punkt, was ich auch angesprochen habe, die Sicherung, wenn man sie braucht, ich brauche sie nicht unbedingt, bisschen gewöhnungsbedürftig, das heißt im Anschlag ist die Sicherung nicht zu verwenden. Ihr müsst also absetzen und könnt dann die Waffe sichern. Aber wie auch schon angesprochen, wenn ihr das Ding nicht durchrepetiert, dann ist es so oder so sicher. Also ob man eine braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. So, nächster Neutralpunkt.
Nächster Neutralpunkt wird vermutlich euch nicht unbedingt interessieren, denn ihr könnt das Ding letztendlich auspacken, ballert euer Gas rein, ballert eure BBs rein, habt Spaß damit. So, ich gebe aber einen Neutralpunkt auf Thema Demontage für eine Wartung oder wenn mal die Gewährleistung abgelaufen ist und ihr selber an das Teil ran müsst. Und vor allem auch, denke ich ein bisschen an den Martin vom Software Store, der vielleicht irgendwie mal die Dinge auf dem Tisch hat. Zum Zerlegen, wenn man es das erste, das zweite und vielleicht auch das dritte Mal macht, nicht ganz so schön. Diese kleine Spaßkugel da unten drin, die die ganze Zeit rausfliegt und sich irgendwo im Zimmer verteilt, die Feder, die dagegen arbeitet. Es muss alles irgendwie gleichzeitig reingebaut werden und alles gleichzeitig irgendwie festgehalten werden. Also macht zum Demontieren oder für eine Wartung, zum Reinigen und zum Schmieren, macht das Modell leider nicht ganz so viel Spaß. Wenn man irgendwann mal einen Dreh raus hat und das Ding vielleicht 5, 6 Mal auseinandergekloppt hat, natürlich, wird leichter. Aber am Anfang ist es wirklich ein bisschen ein Drama, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Also Demontage, Wartung, ein Neutralpunkt. So, und jetzt sagt die Speicherkarte, hey, wechsel mich, ich bin voll. Mist, also machen wir einen harten Cut rein und machen jetzt eben den allerletzten Punkt und das ist ein Kritikpunkt. Und diesen fasse ich zusammen. Thema Repetierweg und Kratzen von dem Verschluss. So, standardmäßig, wie gesagt, standardmäßig ist der Repetierweg von der Lever viel zu lang. Warum G&G das technisch so umgesetzt hat, verstehe ich nicht. Ich habe meinen bereits um 50% reduziert. Und dennoch ist er, seht ihr selber, dennoch ist er relativ lang. Ich meine, es geht. Wisst ihr, so ist in Ordnung. Aber Standard müsst ihr euch mal vorstellen. Standard drückt ihr das Ding runter, drückt und hebelt das Ding bis davor, dann wieder vollständig zurück, bis ihr komplett durchgeladen habt. So, und jetzt kommt eben der Punkt, wie schon angesprochen. Wenn ihr jetzt mal auf den Hammer achtet oder auf den Hahn, Klick. Genau so weit müsstet ihr eigentlich den Hebel runterdrücken, dass das System repetiert und geladen ist. Nicht weiter. G&G allerdings steuert die Nozzle innen drin und die Tappet Plate erst komplett am Schluss von dem Hebel an. Bedeutet, ihr müsst komplett durchziehen, auch wenn der Hammer schon lang gespannt ist. Komplett rum bis Anschlag und erst bei den letzten 5 mm wird die Nozzle nach hinten gezogen, um die Kugel zu laden. Warum? Was soll das? Also ich habe es euch gezeigt, wie gesagt, ich habe meine Tappet Plate ein kleines bisschen angepasst. Ich habe nochmal so ein kleines Stück draufgeklebt, was heißt kleines Stück, so 2 cm breit, um einfach diesen Repetierweg kürzer zu bekommen. Also hier hoffe ich, dass G&G nochmal eine andere Tappet Plate nachliefert oder produziert, um einfach den Repetierweg kürzer zu bekommen. Ich habe es euch gezeigt bei den Nahaufnahmen im demontierten Zustand. Wenn euch der zu lang ist, klebt einfach an die Tappet Plate nochmal so 2 cm Kunststoff nebenhin. Dann ist der Repetierweg deutlich kürzer, die Nozzle wird deutlich früher angesteuert und das nächste Problem ist auch noch gleichzeitig beseitigt, denn ihr habt hier seitlich an diesem Stahlblech innen drin so eine schöne scharfe Stahlkante und standardmäßig repetiert ihr, wenn das Modell neu ist. So, und dann fahrt ihr mit dem Teil, guck mal, ich bin hier auf Anschlag, ne? Standardmäßig, jetzt bin ich hier. Das heißt, ich bin immer noch im Auswurffenster mit dieser Kante und es läuft butterweich. So, standardmäßig müsst ihr aber so weit das Ding nach hinten ziehen, dass diese Kante hinten in den Receiver reinläuft und hinten bei den letzten 20 bis 30 mm das ganze Alu innen drin schön aufscheuert. Und auch das hätte man eben mit einem kürzeren Repetierweg beheben können oder verbessern können. Und wie gesagt, verstehe ich nicht, warum G&G das auch nicht gesehen hat. Ihr werdet also bei den ersten Schüssen merken, ihr repetiert ganz normal, geht easy, geht smooth und auf einmal merkt er, oh, was ist denn jetzt los? Und dann macht er das natürlich ein paar Mal und irgendwann seht ihr dann hier seitlich, dass es schönes Alu hinten aus dem Receiver rauszieht. Dann könnt ihr erstmal die ganzen Späne wieder wegputzen und so nach 200 bis 300 Schuss ist dann da hinten das Alu schön runtergeschliffen durch die Stahlkante, dann wird es wieder leichtgängiger. Also auch das Problem, wie gesagt, hätte man lösen können, indem man einfach den Repetierweg reduziert hätte. Dementsprechend ein Kritikpunkt von meiner Seite, würde ich fast jedem empfehlen, der sich das Teil gönnt, reduziert den Repetierweg, dann beseitigt er gleichzeitig dieses Kratzen im Verschluss innen drin. So, ansonsten vom Preis her, ich habe jetzt vorhin mal noch mal kurz rumgeguckt, der Software Store listet sie schon zum Vorbestellen 406 € oder
409, glaube ich, oder sowas. Und GSP listet es auch so ungefähr in dem Preis, ich glaube 419. Also sagen wir mal, das Modell wird in Deutschland so circa 420 Euro kosten. Und ich denke, das ist für eine Waffe aus Taiwan, ist das immer noch in Ordnung. Natürlich, günstiger wäre immer besser gewesen. Aber wenn wir uns einfach mal gucken, wo die letzten Jahre die Preise hingegangen sind, auch von den ganzen China-Kniften, die mittlerweile schon um die 400-500 Euro kosten, da denke ich, liegt G&G hier ziemlich gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit dabei. Also wie gesagt, das ist in Ordnung, 420 Euro für das Teil. Und gerade für die HPA-Spieler wird es wahrscheinlich ein mega geiles Modell sein. Ich weiß schon, wahrscheinlich wird es kaum welche geben, die das Teil mit Gas betreiben, sondern jeder Zweite wird wahrscheinlich dort einen Schlauch dran haben. Natürlich, bietet sich an, ne? Also, nee, schön abgeliefert von G&G, endlich mal wieder was Ausgefallenes, was wirklich Schönes, Modernes umgesetzt. Toll, ich feiere das Modell und ich denke mal, ihr vermutlich auch. So Leute, habe ich irgendwas vergessen? Interessiert euch noch irgendwas? Irgendwas nicht richtig angesprochen, erklärt oder sowas? Ihr wisst Bescheid, alles einfach unten rein ins Kommentarfeld. Ich werde mir Mühe geben und alles zeitnah beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns, ich weiß es nicht Leute, vermutlich in 2-3 Wochen oder sowas, je nachdem wie ich Zeit habe, zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein.